Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Master Detective Archives Raincoat. Ich entschuldige mich für die etwas längere Unterbrechung seit der letzten Folge. Ich muss zugeben, ich hatte keine Lust. Ich hatte einfach keine Lust auf das Mystery Labyrinth. Ich habe mich wirklich jetzt schon dreimal hingesetzt und gesagt, ich nehme jetzt auf, habe alles vorbereitet. Dann saß ich da 10 Minuten, habe den Bildschirm angeschaut und gedacht, ich kann das nicht. Ich kann jetzt das doch nicht einfach aufnehmen. Ich will das nicht. Du kannst mich nicht zwingen, ins Mystery Labyrinth zu gehen. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Ja, ich gehe jetzt trotzdem optimistisch durch daran. Wir werden bestimmt Spaß haben heute und es wird gar nicht so schlimm, wie ich denke. Und ich habe den Fall ja auch quasi noch gar nicht gelöst. Ich weiß doch gar nichts. Ich weiß doch gar nicht, wer... Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich bin mittlerweile wirklich zum Beschluss gekommen, dass es doch alle drei waren. Ich glaube, es waren wirklich alle drei und das ist der Twist von diesem Fall, dass es alle drei waren, dass es nicht nur einen Mörder gibt, dass alle drei zusammengearbeitet haben, dass, oh Gott, ich kann euch jetzt echt nicht mehr die Namen sagen, ne? Ich glaube, Yoshiko hat mit der Pipette, mit den Augentropfpipette von Kurumi, hat sie das Gift in die Wasserpistole vielleicht gefüllt, aber da lag auch noch der Pinsel. Bei dem Pinsel weiß ich noch nicht, was es damit auf sich hat, aber sie hat auf jeden Fall das Gift umgefüllt, das Gift dann vor die Bühne getragen, dann während der Dunkelheit das schnell zur Bühne getragen und Whydunnit übergeben. Ich weiß nicht, was Whydunnit genau damit gemacht hat. Das ist noch ein großes Mysterium für mich. Ich weiß nicht genau, wie das Gift dann ins richtige Glas gekommen ist. Ich denke aber auch, dass das Ersatzglas damit drin hängt, weil es gibt noch ein Ersatzglas, was wir im Spind von Yoshiko, müsste es sein, gefunden haben. Was ja irgendwie verschwunden ist. Das heißt, das Glas wurde auf jeden Fall ausgetauscht. Das heißt, vielleicht wurde das Gift auch direkt ans Glas gemacht und dann wurde das Glas einfach irgendwann ausgetauscht. Ich weiß aber nicht genau, wann das passiert sein könnte. Also das sind so die kleinen Mysterien. Und dann natürlich Kurumi ist relativ offensichtlich, der hat einfach das Licht halt auf das entsprechende Glas gelenkt. Und Whydunnit hat dann das Glas nicht genommen, wo das Gift drin ist, weil das wäre ja eine blöde Idee, weil, ne, dann würde sie sterben. Deswegen hat sie das nicht genommen. So, das heißt, für mich ist die Hauptfrage noch ein bisschen, wie genau ist das Gift jetzt auf die Bühne gekommen, wie genau wurde das mit den Gläsern gemacht und so weiter und so fort. Ich denke, dass die Wasserpistole genutzt wurde, aber irgendwie ergibt es keinen Sinn im Kontext der restlichen Hinweise, die wir haben, mit dem Pinsel, den es noch gibt und dem Glas, dem Ersatzglas. Deswegen, das ist das eine Mysterium, was ich noch habe. Ansonsten, ich glaube, ich habe den Fall gelöst. Ich glaube, der Fall ist echt nicht so kompliziert und das macht mich jetzt schon wieder fertig, aber fangen wir jetzt an, okay? Wir fangen jetzt an. What's going on? Where are we? Is this hell? Martina must have shot me. No way. Why would I be in hell? Even when it comes to women, I always stop just shy of criminal activity. Ja, ganz knapp davor, wenn überhaupt. Calm down, Desuhiko. This place is a mystery labyrinth. Huh? A mystery what? Oh, let me explain for a bit. Ja, ich weiß auch nicht, wie es die Hölle sein kann, wenn du Big Titty Golf Girlfriend neben dir hast, aber ja. Ich meine, das musst du doch... Desuhiko? Ja, dachte ich mir nämlich fast. Yeah, I was just doing some appraising. Appraising? Yuma, this babe is totally top tier. Where'd you meet a hottie like Ich hasse seine Sprites auch alle so sehr. Ich hasse alles an ihm. There's never a shortage of girls when you're around. You're the best wingman ever. Master, this munchkin is an eyesore. You mind if I boom kill him now? Na, ich habe absolut gar nichts dagegen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir seine Fähigkeit noch... Wie sollen wir seine Fähigkeit im Mystery Labyrinth gebrauchen können? Ich glaube nicht. Master, is that how it is between you two? You're making me jealous. I just explained everything to you, but you weren't paying attention. Hey, let's hurry up and do, you know. Huh? What does that mean? Is it something not family friendly? Das meiste hier ist nicht familienfreundlich. Aber das ganz besonders. Master, are you ready to give your life for the truth? Yes, I am. Ach ja, wie schön, dass wir diese Cutscene nochmal bekommen. Ich meine, das ist nicht dieselbe Cutscene. Wir hatten gerade Desuhiko im Hintergrund. Das ist eine ganz, ganz grundlegend andere Cutscene. Nur, ja, er ist jetzt weg. Weil jetzt haben wir hier einen Hintergrund hinter dem Ganzen. Ich bin übrigens wirklich schockiert. Ich hatte letztens
vor ein paar Tagen hat jemand einen Kommentar geschrieben unter einem Twitter-Post. Twitter, hahaha, egal. Dazu, dass das Schlechteste an dem Spiel die Mystery Labyrinths sind. Und ich dachte mir so, ja, holy shit, die Mystery Labyrinths, die sollen einfach weg sein. Und alle Kommentare darunter waren richtig angepisst darüber. Alle Kommentare darunter waren so, what the fuck, Mystery Labyrinths ist das Beste am ganzen Spiel. Wieso willst du den besten Teil des Spiels entfernen? Bist du dumm? Willst du nicht, da sollte Spaß haben? Hast du Spaß? Und ich immer so, ich mag Spaß. Deswegen will ich die doch loswerden. Also ja, vielleicht I'm so excited. es gibt Leute mit anderen Meinungen. I feel like I just discovered a whole new kink. Hey, Yuma, me next, yeah? Let's go places. I don't want this. Sorry, but that's not possible. Shinigami's powers can only be used by whoever made a pact with her. A pact? This goes even deeper than I thought. I explained that earlier, too. Anyway, next up is materializing the solution key. Ist das auch ein neuer King für dich, Desuhiko? Ist das auch dein Ding? Ich meine, I don't know. I don't judge, I guess. Also außer dich, eigentlich judge ich dich die ganze Zeit. Du hast recht. She's perfect. Wie? Wie? Really? All right, I've made up my mind. I have no idea what this mystery labyrinth thing is. But before we get out of here, I'll get you to fall in love with me. If you decapitate yourself, then I would consider it. That can be easily arranged. Na gut, das fände ich gut. Can't. Now, let's set off to unriddle this mystery labyrinth. Our target. Right. Ja, This is ist the okay. beginning of our battle for love. Jeez, I hope this works out. Wird bestimmt großartig funktionieren. Ich sehe doch schon, wie großartig das funktioniert alles hier. So, this is the mystery labyrinth. Oh, talk about creepy. Hey, why don't we just head back and grab something sweet? I prefer corpses and mysteries over sweets. What? Hey! What? Hold on, wait for me! Don't leave me behind! Willst du auch noch Leine haben? Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich By the ja. way, Yuma, Ich möchte ganz kurz das Experiment austesten, ob es wirklich funktioniert, wenn ich einfach stehen bleibe übrigens. Also mach ich das mal eben ganz kurz. I don't remember how I got here. Is it because I'm in love? It's not love, it's the mystery labyrinth. When an outsider enters the mystery labyrinth, their memories are sealed. Warum müssen wir diese Erklärung nochmal bekommen? Ich war, also, This isn't ja, gonna mess up aber... my brain, is it? Am I gonna be alright? What difference does it make? Your brain is already messed up. Exakt. Okay, tatsächlich passiert nichts, wenn ich einfach stehen bleibe. Wie weit muss ich jetzt laufen, wenn der Dialog vorbei ist, damit was passiert? Reicht es bis zum nächsten Abschnitt oder muss ich jetzt wirklich ein Stückchen laufen? Okay, da hört's auf. Anyway. Gut, okay. Also ist es gelogen von mir, dass man nicht laufen muss. Das habe ich nicht irgendwann mal behauptet, dass man gar nicht wirklich laufen muss, sondern dass nur dekorativ neben den Dialogen passiert. Man muss ein bisschen laufen, nur halt nicht ansatzweise so weit, wie wenn man wirklich die ganze Zeit läuft. We just got here. Oh, if only there was a brave, strong boy around. I would swap my master for him in a heartbeat. You can do that? Alright! Now I'm getting pumped up! Gut, dass er sich hier nachher nicht mehr dran erinnert. I wonder if he'll be okay. Who cares? He's just gonna slow us down anyway. Als hätten wir nicht schon genug Sachen, die mich hier ausbremsen, und zwar alles im Mystery Labyrinth. He's back. We've got trouble, Yuma! There's something up ahead! Was it a cue? Did it look like a tiny creature? No, it's a witch! A witch is about to execute somebody! Eine Hexe! Execute? Hysterical! Let's take a look! You're going to ward it? Not running away? Seriously? Cool, Hexen sind echt. Amazing. Also zumindest im Mystery Labyrinth, vielleicht. Ich weiß es nicht. Yep, okay, wir bekommen wirklich weiterhin immer mehr ja, neue Umgebungen in jedem Mystery Labyrinth. Das finde ich zumindest ganz cool.
Weil damit habe ich dann damals im ersten Mystery Labyrinth nicht unbedingt gerechnet. Bist du da oben eine Hexe? Richtest du jemanden hin? There, see? Damn, that witch is scary. Achso, ja, die kenne ich doch. That's a mystery phantom. Ja, das ist Martina Elektro. They're mysteries given form that try to block us from reaching the truth. They appear in the form of someone interfering with the investigation. Now that you mention it, that witch kind of looks like the peacekeeper Martina. She's the one hiding the truth. What is she doing over there? I shall now commence the execution. Zum Glück ist das kein echter Mensch, der da hängt. Must be purified by the holy fire of darkness. Okay, jetzt ist es Kurumi. Kurumi? Fan service? Nice. So she's pinning the crime on the black-chested Uggo, then killing her to cover up the truth. Das war mir voll fertig. Das war mir wirklich voll fertig, dass sie flach nennt. Guckt euch ihre Brüste an, vom Volksding. This is terrible. We have to save her. Vor allem alleine in diesem Kapitel kamen so viele Charaktere vor, die definitiv kleinere Brüste hatten. Wo sie nichts zu gesagt hat. Warum? Also, nicht, dass es dann okay wäre. Nicht, dass ich es dann gut fände, wenn sie es als Beleidigung verwenden würde. Aber warum gerade bei ihr? I just don't get it. Relax, this is the Mystery Labyrinth, remember? That's not actually her. But still, I can't leave her like this. You dare intervene in this execution? Anyone who defies the peacekeepers will suffer the same fate! Gut. Ich freue mich. Wird bestimmt anspruchsvoll. Ich habe mir nochmal alle Lösungsschlüssel tatsächlich vorher jetzt durchgelesen. Das heißt, ich bin tatsächlich sehr, sehr gut vorbereitet. Ach ja, und wir haben ja ganz viele Sachen gekauft. Ganz viele komische Boni, die das Ganze mal leichter machen könnten. Potenziell. Mal sehen. Don't let any shady statements slip by. Wie zurückweisen? Oh Gott, neue Knöpfe, die ich drücken muss, das macht es tatsächlich schwieriger. Mysteriöse Phantome verbergen manchmal die Wahrheit mit einer Aussage, verwenden diese Situation zurückweisen, um allem auf den Grund zu gehen. What does that mean? Einfach wenn was Blaues kommt, X drücken? Ist das diese Blue Truth? I don't know. You're in the way. You're a detective? How foolish. Get in my way. Achso, ich kann keine Lösungsschlüssel nutzen auch. Ich muss einfach nur zurückreisen. Was macht eigentlich das hier? Einfach ein Schild, okay. Es ist klar, wer der Täter ist. Ja, dann... Also... Hä? Zurückweisen ist einfach nur, ja, ich schlag blaue Sachen zurück, ohne dass ich einen Lösungsschlüssel in der Hand habe. Ich sag einfach nur, ist Blödsinn. That's impossible. You don't have any evidence. You're a fool to defy peacekeepers. Very well. Allow me to educate you. Und jetzt krieg ich... Hä? The truth is already Und apparent. jetzt kann ich Gegenbeweis mit X machen. Okay, das heißt, die Steuerung war ja gar nicht anders. Ich wusste die Steuerung halt nicht mehr, ne? Aber... Prior to the Was? She Hier kann ich mir die Lösungsschlüssel mal ansehen. So, einen Moment. Was versuche ich auch gerade zu beweisen? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war verwirrt von der Steuerung. Ich bin verwirrt von dem Gameplay. Warum gibt es denn manchmal einfach Sachen, wo ich keinen Beweis brauche? Einfach damit die mehr von den... mit dem Ausweichen haben? Von dem Ausweich-Minispiel? Ich weiß ja nicht. Ja, ich glaube, es ist das Gift vielleicht. Ich weiß noch nicht, was ich gerade beweisen soll. Ich komme hier nicht raus. Ich vergesse mal, wie das the funktioniert. wine with the juice. At that Aha. moment, she mixed in the poison to commit the crime. Nein, lass mich raus. Ich habe doch gesagt, ich kann die Steuerung nicht. Das verwirrt mich mehr als alles andere. Man kommt halt auch nie in den Rhythmus von dieser Steuerung rein, weil das Gameplay immer nur so kurz dauert und dann lange Pausen dazwischen hat. Es ist kein kontinuierliches Gameplay und deswegen kann ich mir die Steuerung nicht merken auf Dauer. Ist natürlich noch schlimmer bei dem End-Minispiel, also nicht dem ganz letzten, sondern dem vorletzten Minispiel, wo man so mit Shinigami rumsprintet und Sachen aus dem Weg schlägt, als ob ich mir die Steuerung bis zum nächsten Mystery-Level jedes Mal merke. Ich bräuchte da jedes Mal aufs Neue das Tutorial für. Das hast du gut gelöst. Kurumi had mixed in the poison. By the time the incident occurred, it would have been completely neutralized, which means Kurumi isn't the culprit.
Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Das war... Oh, das haben wir vor allem schon in der Realität geklärt. Das ist halt was wir schon längst gesagt... Ich glaube, das haben wir sogar ihr gesagt, persönlich, oder? Warum muss man das nochmal beweisen? Hey, wait! It's all right now. Hey, aren't you getting kind of cold? I'll warm you right up. Ups, it's Karen. It's the victim, Cotton. I am the culprit who killed me. Was? The Willst truth du is, sagen, dass es ein Selbstmord war? this was Achso, a ja. suicide. I put in the poison myself. I killed myself. Das Ding ist halt, das wäre halt die leichteste Lösung mit Abstand. I'm so Natürlich. sorry. Aber gerade deswegen wird es nicht die richtige Lösung sein. Außerdem, ich wüsste jetzt auch gerade spontan nicht, wie sie denn das Gift in den Becher bekommen haben sollte, aber ja. No, it wasn't a suicide. I won't let her take the blame just to end this investigation. Ich denke mal, das wird dann tatsächlich auch der Grund sein, warum wir das, was wir als Gegenbeweis nutzen, die Krankheit selbst begangen haben, weil jemand anders trotzdem das Gift irgendwann auf die Bühne gebracht haben muss im Nachhinein noch. Das heißt, es müssen auf jeden Fall andere Leute involviert worden sein. Ja. Alright, Karens Leiche, Giftfiole, Karens Verhalten. Okay, schon mal sehr gut. This was just a suicide. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich nehme die Giftfiole. Ja, ich denke, es wird die Giftfiole sein. Am ehesten der Rest ergibt keinen Sinn. It's all my fault. Weil ihr Verhalten, also der Lösung zu ihrem Verhalten ist einfach, dass sie vorher schon nervös war vor dem Auftritt. Poison in the vial. Ja, genau. Ich drücke jedes Mal die falsche Taste. Es ist großartig. No, the vial used on stage was just another prop. It was, as Ja, a matter of danke. fact, so it's Können wir das aber ein bisschen skippen? Komm, ein bisschen. Wer will jetzt mir übel nehmen wollen, ne? Ihr? Ich glaub ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Did you get it? War das wirklich alles? Really dodged the bullet there. War das alles? You shouldn't approach women in the mystery labyrinth. This isn't the real world. Du solltest auch in der echten Welt keine Frauen ansprechen, to be honest. I didn't expect you, of all people, to warn me about ladies. This mystery labyrinth is terrifying. Aber das ist nur so meine persönliche Meinung für das Wohl aller Frauen. Einfach, ja, einfach besser, vielleicht. Das ist sick. Sick. Huh? What is this place? It looks like the school. And there are 3 doors? Looks like it's up to me. Können wir mal wieder eine Frage beantworten? Ja, genau. Das war beim letzten Mal gar nicht, ne? Dass wir eine Abzweigung bekommen haben. Ich dachte halt, das wird noch ein großes Ding werden. Ich dachte wirklich am Anfang, also im ersten Mystery Labyrinth dachte ich vielleicht noch, dass wir eine Flowchart bekommen sogar. Weil das wäre sick gewesen. Aber ja, ist ja dann doch sehr linear weiterhin. Oh, this could kill me. Never mind that. Look. Wie? It seems the roots are separated based on the Howdunnit aspect of the case. Okay. What do you mean, Howdunnit? What? You're a master detective and you don't know? Don't tell me you're a Howdunnit virgin. Ew, gross. Gross, indeed. I know what this is. Alle Danganronpa-Spieler. He's a trainee. Alle Raincoat-Spieler vor allem, die denken, dass die Fälle schwer zu lösen wären. Well, Yuma, did you figure it out? Die sind alle ein bisschen gross, glaube ich. It's about how the crime was done, right? Ja, oh mein Gott. Das ist doch literally, das Howdunnit. Was soll das schon bedeuten? Was soll denn Howdunnit bedeuten? Here. And Whodunnit is about the culprit's identity. Warum erklären die das? Das macht mich wirklich fertig. Also ich meine,
Ich finde es sehr lustig beim Krimi. Also das ist ja die schlimmste Übersetzung von allem dafür in diesem Fall. Aber If we figure out how the poison was applied, it'll identify the culprit. Nice. You sure know your stuff? nein, das macht mich alles auf jeden Fall fertig. Das macht mich alles fertig. Also es zeigt mir wieder, das Problem So, bin which ich. way should we go? Ich bin das Problem. Ich habe vor diesem Spiel schon mal ein anderes Mystery gelesen. Oder 2. Oder 3. Oder 30. I don't know. Und deswegen ist das Spiel hier nicht für mich gemacht. Das Spiel ist für Leute gemacht, die noch nie vorher irgendein Mystery gelesen haben. Außer vielleicht Danganronpa, I guess. Vielleicht für Leute, die Danganronpa vorher gespielt haben. We'll probably have to explore all of them. Wobei halt auch Danganronpa nicht so leicht war. Danganronpa war nie so leicht. I suggest we start with whatever route has the easiest Nein, answers. ich halt die Fresse. So we can solve it quickly. Ich bin auch optimistisch, habe ich gesagt. Ich bin optimistisch, dass es hier Spaß macht heute. So, ich darf anfangen, womit ich will. Ne? Also es ist jetzt auch wieder keine Entscheidung, sondern nur wie beim letzten Mal auch mit den Bäumen, dass ich es in unterschiedlichen Reihenfolgen machen kann. Ja, wie wurde das vergiftete Glas ausgewählt, ist offensichtlich. Wie wurde das Gift ins Glas gemischt? Ja, ich denke das und das weiß ich. Für mich ist es gerade das, deswegen fangen wir wieder damit an. Are you sure you want to take the how is the poison mixed into the glass route? And don't blame me if you die. Ja, sure. Wird schon, ne? Was soll ich schon falsch machen? So, we're gonna solve the mystery of how was the poison mixed into the glass. Actually, I was thinking about that. Maybe it's wrong to think the poison was in the glass itself. Yeah, the Peacekeeper said the same thing. The poison was only found on the victim's glass. Oh, right. If that's the case, it narrows down the possibilities for how by a lot. But don't let your guard down. Unriddling a mystery labyrinth is never so simple. Ja, weil wir immer dumme Minispiele spielen müssen. Sonst wäre es viel leichter. Viel, viel leichter. What is this? I told you it wasn't easy. Das war nicht ganz, was ich erwartet habe, aber ja. Stop laughing. Don't worry. Come on, concentrate. Wann wurde das Glas auf die Bühne gestellt? Vor dem Stück. Wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich wirklich keine Ahnung habe, so richtig. Hour before the performance began. Stimmt, ja. It's real bad, Yuma. We got more boulders coming at us. Come on, concentrate, concentrate. Aber wurde es also nicht ausgetauscht? Master. Ja, während des Stücks, ne? Offensichtlich. The poison is effective for 30 minutes. Ja, ich weiß. The only way the poison Nach 45 Minuten übrigens. was Okay, es wurde during also the nochmal performance. kurz bestätigt, dass die deutsche Übersetzung ein bisschen komisch war für die Zeitangaben. War das alles? Waren das jetzt die großen Fragen, die wir stellen mussten? I think. Das war aber nicht alles, oder? Das war nicht das ganze Wie. Das war ja nur wann. There's no time to slack off. We gotta keep going. So the poison trick was actually set up during the performance. Ja, crazy. Das wussten wir schon. Das haben wir schon längst geklärt. Während der Ermittlungen. Das haben wir schon mehrmals. Das haben wir sogar heute schon geklärt. Dass es vorher nicht ging. Deswegen ist Kurumi unschuldig. But that glass was on stage the whole time. Oder was wasn't war nochmal, was Martina Electro gesagt hat? Ich weiß es gar nicht The mehr. set was fixed an hour before the play, and the glasses were already set on the shelf by then. it? So the culprit slipped the poison in while everyone was watching. Ja. War das jetzt wirklich? Gehen wir jetzt wieder zurück zum Hauptraum? Oder warum geht das nicht geradeaus? Weil das wäre insane. Weil das war jetzt keine Antwort auf meine Frage. Nein, okay, es kommt noch was. Ich habe mich nicht beschwert. Ich habe mich gar nicht beschwert. Huh? It's them. The culprit is Varna. There is no other explanation. It has to be her. Why me? Stop making such baseless accusations.
both Yoshiko and Kurumi blame Waruna? Stop it! I hate to see girls fighting each other. The only person who could have added poison to the glass was whoever was also on stage. So that means it has to be Waruna. Aber sie kann kein Gift in ihrem Kleid mit sich rumgetragen haben. Das wird der Gegenbeweis sein, ne? Murderer. Murderer. No, 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 no! What? Women are terrifying! True, true. Einzige wahre Sache, die du bisher gesagt hast. Not the culprit! It's you! Yoshiko! Okay, das geht ein bisschen aber in die andere Richtung, als ich erwartet hätte. So, Pipette. I'm not the culprit! Oder was haben wir noch? Also Wasserpistole. Ja, sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich sehr, sehr gute Frage. Es wird Wasserpistole oder Pipette wahrscheinlich sein. Ah, lass mich in Ruhe. Hier, nimm. Hiermit wechsel ich, ne? Ja. Ich bin sehr schlecht in Videospielen. Yoshiko war im Publikum, indeed. Und? Das ist tatsächlich... Da kann ich mir was gegen sagen. Oder warte mal, ist die Wasserpistole irgendwie trocken oder so? Warte mal, einen Moment. Einen Moment, ich vergesse immer, wie ich hier hinkomme. Nee, steht aber nichts davon, dass die nicht benutzt wurde oder so. Also keine Ahnung, kann ich gerade nichts gegen sagen eigentlich. Okay, ich weiß es nicht. Bevor sie das Gift untergemischt hat, ja, ja. Ich meine, es ist Blödsinn, dass sie es von da, also, es ist Blödsinn, dass sie von da unten aus mit der Wasserpistole hingeschossen hat, aber ich wüsste nicht, wie ich das beweisen soll mit diesen Sachen, die ich hier gerade zu tun habe. Ach, die sind umgedreht, ja, sorry. Ich bin blöd, ja. Aha, ich bin blöd. So, das ist es, ja. War offensichtlich, ich habe mir aus irgendeinem Grund nicht das Glas weiter angeguckt, weil das kann es nicht sein. Das kann nicht der Gegenbeweis sein. Ich weiß auch nicht, was los war. No, the wine glass was upside down on the shelf. Even if she did use a water gun, there's no way she could have done it since the... Ja, das hatten wir jetzt zweimal. Ja, Frauen. Not the culprit! It's you! Kurumi! Also, ich denke auch, dass es Waruna am ehesten war mit dem Gift, aber... Also, dass die das Gift ins Glas gepackt hat irgendwie, aber... Ich weiß halt wirklich noch nicht, wie. Weil ja, wir hatten das Thema, dass sie das auf jeden Fall nicht im Kleid bei sich versteckt haben kann, während der Aufführung selbst. Das heißt, sie muss es auch in dem kurzen Zeitraum gemacht haben, in dem es dunkel war vielleicht oder so. Aber weißt du, dass meine Wasserpistolen-Theorie schon mal verworfen wurde? Ich glaube nämlich schon. Vielleicht hat die Wasserpistole einfach nichts damit zu tun. Vielleicht war es doch einfach das Ersatzglas. Es würde auch mehr Sinn ergeben mit dem, ich weiß nicht, wie ich duckeln soll. Ich verstehe es nicht. Okay, danke. Ach, ich kann gedrückt halten. Das habe ich vergessen. Das ist so eine gute Gameplay-Mechanik, dass es jetzt einfach manchmal Sachen gibt, die ich einfach nur zurückschlagen muss. Why do you think Kurumi did it? What's your reasoning? Okay, fine. I'll tell you why Kurumi is the... Warum hast du es nicht sofort gemacht, Mann? So. Okay, ich weiß nicht, was die einzelnen Aussagen sind. I'm sorry, wir müssen ganz kurz gucken. Kostümpersonal. Genau, da kann nichts versteckt werden. Ja, ich glaube, das ist es. Ah nee, warte, ist ja gar nicht Waruna gerade. Never mind. Ja, dann wird das hier sein. She killed in a way only she could have. Mhm, und das wäre wie? Kurumi was on the catwalk and mixed the poison into the glass using an eyedropper. Mit einer Pipette. Kurumi used an eyedropper to add the poison. Ach, okay, deswegen sind die Pipetten in ihrem
Sorry. Was? Nicht? Aber deswegen sind die Pupetten jedenfalls in ihrem Spind, damit wir das als Anschuldigung haben können. She did it from the catwalk above. She tripped the poison right in. Ist es das jetzt? Ist es das jetzt? Das ist doch dieselbe Aussage, oder nicht? Ist es nicht dieselbe Aussage, die ich gerade zerschlagen habe? Also es ist nicht derselbe Satz, ist mir klar. Es ist ein anderes Satzteilstück links. Aber das hat doch dieselbe Bedeutung gehabt, oder? Welchen Unterschied hat das jetzt gemacht, dass ich das zerschlagen habe statt dem anderen? Das ist, was ich gerade nicht verstehe. Aber vielleicht bin ich gerade blöd. Okay, vielleicht bin ich blöd. Because of that testimony, it's impossible Kurumi added the poison from the catwalk. So it's proven that both Yoshiko and Kurumi couldn't have added the poison to the glass. Dass sowohl weder Yoshiko noch Kurumi es getan haben können. So Waruna really is the culprit. She's the one who snuck in the poison. I thought you were better than that, Waruna. I thought you would compete with your performance fair and square. I always knew something was off about her. No, it's not me. It really isn't me. Und jetzt haben wir gleich beide gleichzeitig, ja? Liar. Liar, 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 liar! Aber müssen wir das jetzt auch beweisen, dass sie es nicht war? Weil ich glaube schon, dass sie es war. Wir müssen dann nur herauspuzzeln, wie genau. Ja, mal gucken. Vielleicht erfahren wir es. Vielleicht erfahren wir es. Ja, ich würde sagen, es ist ja diesmal die Aussage des Kostümpersonals. She had a chance to add the poison herself. She moved to the shelf in one scene. Das ist passiert. Her back was to Gerade and the audience. She added the poison from her pocket. Nein. Das ist doch blödsinnig. Der hat ja gar keine Taschen, nämlich in ihrem Kleid. Gut. No, Waruna wasn't concealing anything on her person. The costumer confirmed it. So it wasn't possible for Whydunnit to have brought the poison with her on stage. Aw, they're all gone now. Wait, so Waruna wasn't the culprit? Does that mean she didn't add the poison to the glass? It's a fact that she didn't bring the poison on stage. So naturally, she couldn't have poisoned the glass. Nee, das ist... Then, what really happened here? I'm so confused. Let's think about it and keep going. Was ist das? Was ist das für eine Tür? Warum sind da Zahlen drauf? Was bedeutet das? Das ist was Neues. Ein Zahlenrätsel. Ist aber nur ein Gang erstmal, okay. I use my disguise to get new information out of the three of them. It's no use. I already did that during the investigation. Oh, you did, huh? But your disguise ability is incredible. It's like I was a completely different person. Makeup is one thing, but my voice and stature match too. I use a voice changer to synthesize a new voice. If I've heard it even once, I can easily set it up. I use tape to make your body appear thinner, or add padding for the opposite effect. Klebeband, ja, und Polsterung, das... Height can be adjusted by messing with your joints. Up to a certain point. Verstellen der Gelenke? What do you mean? What are you talking about? The body. The more you explain it, the more it sounds like you could commit a lot of crimes pretty easily. Vor allem je mehr... Warum erklärst du das so rational? Klingt das so, als wäre das einfach wirklich gar keine besondere Fähigkeit. Es ist keine übernatürliche, sondern einfach nur... Ja, das kann er halt ganz gut. Desuhiko, that sounds more weird than cool. Worauf ich hinaus will, es klingt weniger nach einem Forte und mehr nach einem Ultimate Talent aus Danganronpa. Von der Art und Weise, wie er es erklärt, weil es überhaupt nicht übernatürlich mehr ist jetzt. Also es ist absurd, natürlich ist es übernatürlich, es ist total unrealistisch, aber
weiß nicht. Das, was, ich habe den Namen vergessen, Halara konnte, das war ja Dead end? eindeutiger übernatürlich. Auch die ganzen Sachen aus dem 0. Kapitel waren ja alle übernatürlich, ganz offensichtlich. What are you doing, Desuhiko? I'm pissed about this path being blocked, so I tried to just ignore it. And damn, it didn't work. Doesn't seem like a question is gonna appear. Looks like it's a completely dead end. I guess we can't reach the truth by answering, how was the poison mixed into the glass? Wow. So this whole route was a waste? Well, we did eliminate one of the possibilities. Sometimes the journey is just Ich dachte, ich finde hier irgendwas heraus. The journey. I like the sound of that. I'll use that for lyrics in my next song. Das war ja gar nichts. Ich habe gar nichts daraus gefunden. Ich dachte, ich fange mit dem an, was ich nicht weiß, weil ich dann mal was lerne, was Spannendes. Aber nein. Was ist praktisch? Hokus Pokus? Your voice amplified and echoes across the area. That's it? Yep, that's it. Now hurry up and pick. Okay. Ist es Summ. Danke, okay. Ja, das war eine Zeitverschwendung. Das war eine absolute Zeitverschwendung. Aber müssen wir das trotzdem machen? Also ich denke, wir müssen das trotzdem wahrscheinlich machen. Rushing. Let's take it nice and slow. Who wants a break? We Ich denke, wir werden halt überall eine Sackgasse haben. There's a time limit to solving the mystery labyrinth. Weil es darauf hinausläuft, dass nichts von den 3 Sachen irgendjemand getan haben kann alleine. Weil, ja, in Wahrheit alle zusammengearbeitet haben. Time limits. Und das wissen wir halt noch nicht. What happens when it runs out? Well, your soul leaves your body and you're trapped wandering the mystery labyrinth forever. In the end, your soul will be absorbed into the mystery labyrinth and you disappear. In other words, you die. Yuba, come on! We gotta get out of here! Yeah, I know. Master, Da war ich which gerade route do you wanna bei. take next? Ja, also ich denke, die Reihenfolge ist egal. Trotzdem, das war halt das Einzige, wo ich mir nicht sicher war. Und jetzt bin ich mir weiterhin nicht sicher, was genau passiert ist. Der Rest ergibt sich halt auch eigentlich von selbst, ne? Heißt, wir werden jetzt einfach gar nicht... Wir werden sie aber auch jetzt wahrscheinlich How was alle the nicht erklärt poison bekommen. brought to the theater hall? Die werden sie nicht erklärt bekommen, sondern wir werden nur Gegenbeweise dafür finden, warum es alle 3 nicht gewesen sein könnten wieder. Gehe ich von aus, dass jetzt passieren wir bei jedem davon. Und wir werden die Fragen alle nicht beantworten. Oh boy. Das könnte das bisher schlimmste Mystery Labyrinth werden, wenn das darauf Chemistry lab in the hinausläuft. school. It's a highly toxic experimental chemical. Why not just take it from the chem lab and keep it hidden in your clothes or something? The chemicals bottle was huge, so it's difficult to carry around in secret. Then they must have swapped the containers and brought it to the theater. That's gotta be it. Ja, das wissen wir auch schon länger, dass das Gift einfach irgendwie in was anderes reingefüllt wurde. Ob es jetzt die Wasserpistole war oder ob sie mit einem Pinsel an ein Glas. Ja, dann glaube ich, dass die Pipetten bei Kurumi ein Red Herring waren. Und die Wasserpistole und alles. Mittlerweile glaube ich das. Und dass einfach nur der Pinsel verwendet wurde, um es irgendwie an das Ersatzglas zu streichen. Ich weiß es nicht. Auch wenn ich auch nicht weiß, wie man ein Glas vernünftig unter der Kleidung versteckt. Es geht schon. Also, es ist so. Was wurde verwendet, um das Gift zu transportieren? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ein anderer Behälter. Einfach nur der Pinsel vielleicht. Ist es einfach nur der Pinsel gewesen? Das wurde an den Pinsel gepackt und damit rumgetragen? Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Drüber. Ja, okay, das ist natürlich eine Option. Tatsächlich. Pinsel. There was a wet paintbrush in the chemistry lab. The culprit used it to carry out the poisoning. They took the poison out of the lab by applying it with the brush. Warum liegt der Pinsel denn immer noch im Labor rum? Worauf wurde das Gift gestrichen? Weinflasche, ein anderes Glas.
The missing glass could be brought to the theater hall without drawing suspicion. The culprit poisoned the glass and brought it to the theater hall. Okay, also ist der Pinsel doch nicht das, was ich dachte. Es ging im ersten gar nicht darum, wie es transportiert wurde, sondern einfach nur, wie es, ja, auf was anderes übertragen wurde. Die deutsche Übersetzung hat mich nur verwirrt, glaube ich. You can do it, Master. Was passierte mit dem anderen Glas? Auf der Bühne ausgetauscht mit dem Besitz. Ich weiß nicht, was die Antworten bedeuten. Okay, war wohl richtig. But the chemical is only lethal for 30 minutes, right? Even if it was prepared before the performance, it takes about 45 minutes before the Duel of Poison Cup scene. Ja, crazy. Also fast so, als wäre das Gift erst irgendwo mitten im Stück in den Saal getragen worden. Ne? Das wäre... Hang on. There is one person who could have brought the poison in before it expired. Ach krass, wer kann das denn gewesen sein, Yuma? Also das muss man jetzt erklären, das verstehe ich ja gar nicht. Wer kann das denn gewesen sein? Verrückt. Verrückt, was hier vor sich geht. Aber ich meckere ja nicht. Wer kann es gewesen sein? 1, 2 oder 3. You're supposed to pick the right one here, yeah? Yeah, you can count on me. Ich weiß es. Bitte. I was in the audience the whole time. Ja, ja. Warst du ganz sicher. Außer in den paar Sekunden, wo es dunkel war. Ich meine, du warst nicht auf der Bühne, glaube ich, aber du bist zumindest zur Bühne gegangen. It was you, wasn't it? What? Me? The only way to use a poison with a 30-minute expiration, 45 minutes into a play, is to bring it during the performance. But Warna was acting on stage the whole time, and Kurumi was managing the lights on the catwalk. But Yoshiko, you were working backstage, so you were the only one who could move about freely. In fact, you arrived late to the theater hall after the performance had already begun. You were about 15 minutes late, which is 30 minutes before the Duel of Poisoned Cups. Also 15 Minuten zu spät ist schon zu knapp eigentlich. Sie sollte mehr als 15 Minuten zu spät sein, möchte ich ganz ehrlich sagen. Wenn es nach 30 Minuten verfällt das Gift, dann sie müsste ja noch bestimmt 5 Minuten hier hingelaufen sein. Das funktioniert eigentlich nicht. Das seien wir mal ganz ehrlich, aber okay. Just enough time for the poison to be lethal. So it was you. You brought the poison and got Kaden to drink it. No, it's not me. Hey, she ran away! Yuma, after her! But you know what? It doesn't feel right chasing after a girl like this. Seriously. Hey, time to tough it up! You did it, didn't you? Not me. I didn't do it. You think crying will save you? Well, you're right. You're so cute. Die Fresse. Knock it off, Desuhiko! Oh, it's all good. With my kind of charisma, I can make anyone a fan. She might even lead us all the way to our goal. Why do you always get all the attention, Yoshiko? You're such an ass-kissing bimbo. Were you jealous when Kaden took your spot? Is that why you killed her? Also müssen wir sie doch wieder verteidigen, ha? Hypocrite! What? Hey, that's way too mean. Even if she is the culprit, I'm sure she has a heartbreaking reason why. I didn't do it. I'm not the culprit. Ja, also das Whydunnit ist wohl offensichtlich, ne, weil... Oh, wir müssen alle 3 gleichzeitig bekämpfen, ja, großartig. Es war einfach nämlich niemand in Wahrheit. I guess. Aber das Whydunnit wird einfach sein, dass sie halt Rache nehmen wollten, weil Karen wahrscheinlich entweder wirklich, ich habe vergessen, wie sie heißt, die eine Aiko, glaube ich, ne, genau, Aiko umgebracht hat, oder zumindest denken sie, dass sie Aiko umgebracht hat. Ob es nun so war oder nicht. Ich glaube, das ist einfach, worauf es hinauslaufen wird. Aber lass mich natürlich gerne überraschen. Ich mag Überraschungen. So ist nicht. Ich liebe Überraschungen. Oh, she disappeared. So Yoshiko wasn't the culprit?
She did bring the poison from the chem lab into the theater, though, right? The method was already explained. But still, she's not the culprit? If she couldn't have swapped the glasses on the shelf, she can't be the one who committed the crime. Let's keep going for now. There may be more ahead. Oh Gott. Warum gibt es mehr? Rennen wir jetzt wieder gegen eine Wand. Ist es jetzt wieder vorbei? Ist wieder der Punkt gekommen, an dem wir nicht weiter können, weil wir nicht auf die Idee kommen, dass es mehrere Täter geben könnte. I wish Shinigami would comfort me. Oh, but I'm committed to Master. Oh, damn it! I should give up my memories and sign a pact with the Death God too, then! Quick, Yuma! Punch me in the back of the head as hard as possible! Let's not. Die Frage ist halt, sehen alle Todesgötter so aus? Ist es überhaupt wert, das Risiko einzugehen? Nicht, dass du dir so einen Ryuk bekommst oder so. Also ich meine, nicht, dass ich was gegen ihn habe, aber vielleicht nicht ganz, was du wolltest. No matter what we try, it's always a dead end. Are you sure that's the case? What if there's something that makes the wall collapse? Doesn't seem like it. Nothing can be done here. So this doesn't lead to who it is, even if we solve how was the poison brought. Seems that way. We should turn back for now. Das ist ja With verrückt. my magic, we'll be there in a snap. Ja, diesmal wähle ich auch das Richtige aus direkt. Den richtigen Zauberspruch. Vielleicht kann ich den anderen auch irgendwann mal gebrauchen. Ich weiß es nicht. Ist Hokus Pokus Copyright geschützt? Warum sind da Sternchen drin? I don't know. Also ja, wir haben nur noch, wie wurde das vergiftete Glas ausgewählt? Das offensichtlichste von allen dreien. Mit dem Licht wurde es ausgewählt. Whoa! Here it comes! Hey! This one's a cutie! She's totally my type. Ah, my heart! I am in love. Let me tell the truth. The culprit is Waruna. Seriously? Thanks for telling us. Du lässt dich ja leicht überzeugen. You're so gullible. She's obviously lying. You serious? That was a lie? It's no lie. Waruna knew which glass was poisoned. Either the glass with the poison was filled just a bit higher up, or she marked the right glass beforehand. Knowing that, Waruna prompted Karin to select the glass which contained Aber the poison. wie? Karin hat ja zuerst das Glas genommen. Prompted her? How? Ja, wie? Mit Only ihren the two Augen? of them were on stage. She could guide Karin through the scene. Before or after each line of dialogue, she could have easily signaled her with gestures or glances. Aber das ist ja Blödsinn, weil in ihrem Skript steht, dass sie das anhand des Lichts auswählen soll. Und wer ist für das Licht zuständig? Du. Und wer hatte die Idee mit dem Licht, dass das Licht auf das vergiftete Glas zeigen würde als erstes? The glass? Ja, ich glaube, das könnte eine Frage sein. Wusste Waruna, in welchem Glas das Gift war? Get it? We have Weiß to ich pick nicht, the right natürlich. one. Vielleicht. I'm counting on you, Yuma. Right. Also. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie da eingeweiht wurde. Ich weiß nicht, ob das Allgemeinwissen war. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal Nein sagen. War wohl falsch. Kriege ich jetzt Schaden? Oder war das richtig? Okay, war richtig. Ich wusste es jetzt wirklich nicht. Weil es ist halt auch irrelevant, ob sie das wusste oder nicht. Why? Don't you believe me? Oh, wait, don't cry. Haben wir einen Gegenbeweis dafür? Weil ich wüsste nicht, welcher Gegenbeweis dafür spricht, dass sie das auf jeden Fall nicht gewusst haben kann. But Karin filled the glasses. Waruna wouldn't have been able to tell which one had poison just by the amount of liquid. Well, how about marking the glass itself? No. The prop master testified that there wasn't a single mark on either glass. No, they were spotless.
Ja, aber sie hätte ja von dem Licht wissen können. No. So wie Karen auch davon gewusst. Also sie wusste halt nicht, dass es mit dem Gift zusammenhängt, aber... Are you sure you're a rookie, Yuma? Sie muss ja von dem Plan gewusst haben. It was all thanks to your forte. So it's thanks to me. I knew it. Ach ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, dass Leute zusammengearbeitet haben. Deswegen können wir auch gar nicht wissen, dass das Licht damit zusammenhängt. Deswegen müssen wir noch Blödsinn reden. Das heißt, wir müssen gerade Sachen beweisen, die gar nicht stimmen. Erstmal, damit wir wieder zu der Sackgasse kommen können, damit wir am Ende auf die Idee kommen können, ey, es kann alles, es passt alles nicht. Nichts ergibt Sinn. Why won't you believe me? The Mystery Labyrinth is a reflection of the real world, right? Then maybe what she's crying about is... A reflection of the real world. Then she must have grown up surrounded by a bunch of scumbags. That's it. I'll warm her up with my charisma once we're back in the real world. Ja, wenn sie da nicht tot ist, ne? That is exactly what a scumbag would say. Wie wurde Karen dazu gebracht, das vergiftete Glas zu wählen? So, now we gotta prove how the poison glass was picked. Yeah, I'll do my best. Ich weiß es. Ich weiß die Lösung Stellenauswahl. Ja, ich hoffe, es ist egal, welches davon ich jetzt wähle, weil ich weiß jetzt nicht, was davon ich wählen muss genau, aber... Eines von den beiden Lichtern halt. This is it. Wow. Crazy. That's right, the spotlight. The culprit used the spotlight to get caught in to select the poisoned glass. The spotlight? How? The culprit told Cotton to take whichever glass Auf Schiss auf den Tisch. Das sieht sehr instabil aus. As a matter of fact, Cotton's script had a note written in her own handwriting. It said, take the glass the spotlight hits first. No way! The table was directly under the catwalk with the spotlight. So from here, you could see how the shuffling was done. If you know that much, then it's pretty much solved. Ja, also, wir wissen alles alle. Wir wissen es alle. Wer hat Karen dazu gebracht, das vergiftete Glas zu nehmen? It can't be me. Du hast doch recht. Diesmal hast du recht. Diesmal hast du recht. Doch, doch. Ich glaube schon. Ich glaube, du warst es. Ich glaube, du lügst. Ich glaube, du bist für das Licht zuständig. Someone who managed the lighting during the performance indicated the poison glass to Cotton. Kurumi. She was in charge of the lights on the catwalk. I knew it was you! Whoa, what's going on? I always thought you were gloomy and creepy, but I didn't think you'd actually murder someone. On top of that, you used the sacred props from our play. Die heiligen Requisiten. I knew you'd murder someone one of these days. Why don't you take responsibility and just die? Everything would be better if you just disappeared. I didn't do it. I'm not the culprit. No. It's not supposed to be like this. Why can't everyone be nice to me? Ja, weil das ein bisschen zu leicht wäre alles, ne? Trotzdem finde ich es auch blöd, dass ihr gemein zu dir sind. Ich finde es blöd, dass ihr alle gemein zu euch gegenseitig seid, während ihr alle zusammen den Mord begangen habt. Also, das ist halt noch so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, weil ich glaube, die sind wirklich alle angepisst aufeinander. Das heißt, ich frage mich noch so ein bisschen, wer genau das vorgeschlagen hat. Ja, vielleicht sollten wir sie mal alle zusammen auf der Bühne ermorden, ne? Das ist so eine Frage, die ich mir noch so ein bisschen stelle, wie genau das überhaupt zustande kam. Ich hoffe, dass das halt noch erklärt wird. So, was sind die Lösungsschlüssel? Kostümpersonal, Produktionsleiterin. Ja, genau, das war ihre Idee. Aber, achso, ich soll sie ja verteidigen, ne? Oh, fuck. Wie soll ich sie denn verteidigen? Sie ging vor der Aufführung auf die Galerie und blieb dort. Ja, okay, das wird... Lass mich in Ruhe. Das wird wohl das gewesen sein. Committed the
um sie irgendwie zu verteidigen. Oder was war das obere? Sorry. Ja, das war's. Hier, lass mich raus. Ich muss die richtige Aussage jetzt finden. Du hast die Bühne für Morde verwendet. Nein, das ist halt Blödsinn. Ja, gut. Weil wir halt noch nicht wissen, dass die zusammengearbeitet haben könnten. Deswegen können wir sie jetzt gerade noch verteidigen. Es ist so umständlich. Es ist so umständlich. Ich meine, ja, es gibt Sinn von der Gameplay-Perspektive und eine Storytelling-Perspektive, weil das Spiel davon ausgeht, dass sie das nicht weiß. Aber wieso geht das Spiel davon aus, dass ich das nicht weiß? Das macht mich so traurig. Und es macht mich traurig, dass es im Internet viele Leute gibt, die wirklich die Mystery Labyrinth gut finden. Was ja bedeutet, dass sie die Morde wirklich nicht vor den Mystery Labyrinth gelöst haben. Also nicht personenweise, ich habe sie ja auch alle nicht perfekt gelöst und so, ne? Aber halt schon so grundlegend. Ah, I'm so sorry, dass ich so bin. Everyone's gone. Wait, what's going on? Didn't you say Kurumi used the spotlight to get Karen to pick the poison glass? Yes, but she couldn't have poured the poison into the glass herself, which means she can't be the culprit. Ich bekomme richtig Lust, vielleicht doch nochmal langsam endlich Great Ace Attorney weiterzuspielen. Es hätte es sich langsam verdient. Es hätte es sich langsam verdient. So that means the I don't get it at all! I give up! Well, the path keeps going, so let's think about it as we go. Ja, machen wir das. Wir kommen bald jetzt zu einer Lösung, mit Sicherheit. Lange können sie es nicht mehr rauszögern. Bitte, 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 bitte. So, ja, eine weitere Wand. Händen ist übrigens auch eine Wand. Wird das dann einfach gleich ein gerader Gang? What's going on here? It doesn't seem like there's a hidden question here. Ja, okay, das hatten wir schon mal. Das haben wir schon 3-mal. Then it was all a waste. Hey, you what? Das hatten wir wirklich schon. Oh, You change your For now, let's head back to... Ja, okay, gut. Nochmal. Hab mir das beim zweiten Mal auch gesagt? Genau, diesen Dialog. Ich habe überhaupt nicht mehr aufgepasst. Vielleicht, das kann gut sein. Ich passe hier manchmal nicht einfach nicht auf, wenn Leute reden. Weil I don't care. Warum redet ihr überhaupt noch? Hört mal auf zu reden. Ihr sagt sowieso nichts. What's going on? They're all dead ends. What does it mean, Shinigami? It seems that even though we tried to solve every how, we can't figure out who the culprit is. Oh, come on! Then what was the point of our great adventure? I've told you this a dozen times already. Even dead ends are precious clues. Because of them, you figured out that examining the murder method won't lead you to the culprit. I see. So we're still making progress. Great work, Shinigami. Anyway, we have to view this case from a different perspective. Ja. Welche Perspektive darf es sein, ha? What's that? Das ist ein Stapel von Möbeln. I suppose that's your different perspective. Cool. Was ist das für eine Perspektive? Soll ich von da oben gucken? Soll ich eine Vogelperspektive einnehmen? Und dann sehe ich, dass es einen geraden Gang gibt, der durch alle 3 Wies führt. Oh Gott. Oh, okay, das ist cool. Das ist cool, das gefällt mir. Das ist sehr sick. Darf ich laufen? Walking on another side. Well, if we keep moving, then... Okay, das ist das Coolste, was bisher im ganzen Spiel passiert ist, tatsächlich. Auf einer rein visuellen Ebene. Das finde ich sehr, sehr cool. Das muss wie gesagt, ich lobe ja gerne Sachen. Ich will ja nicht nur haten. Look, it's a new route. Warum kam es zu dem Vorfall? Ja, wir machen es wirklich mit dem Whydunnit. Ich will es wirklich von der Seite eingehen. Ich weiß halt nicht warum, weil ich finde, das Howdunnit man kann es sich sehr gut erschließen, finde ich, vom Howdunnit her. Aber gut. Jealous of this? The question is, why did this happen? I guess we're on the Whydunnit route. But did White done what now? It's about the reason why the case occurred.
Ich verstehe nicht, warum es erklärt werden muss. Also selbst wenn man noch nie ein Mystery gelesen hat, kann man sich doch, wenn man Englisch kann und für gewöhnlich, also, I don't know. Da kann man sich doch schließen, was es bedeutet. Yeah, I know cases always deal with motive, but wouldn't it have been better to start with this route from the get-go? Well, we only know this route is important because we cleared Ich finde halt out das that Motiv house. meistens am schwersten. That's how it goes when it comes Das ist halt das, was ich to einfach solving eigentlich meistens mysteries and ignoriere und was mich eigentlich am meisten nicht wirklich interessiert, muss ich jetzt ehrlich sagen. Sorry, I guess that's how it is. You're absolutely right, Shinigami. Let's keep going for now. Also wenn es ein gutes Motiv ist, dann finde ich es sehr gut. Und ich finde, das Ding ist, also ich erkläre es lieber so. Wenn es ein ganzes Spiel und eine ganze Story gibt, die sich um einen Mord dreht oder um eine Mordreihe dreht, von Anfang bis Ende, dann erwarte ich ein gutes Whydunnit. Und dann interessiert mich auch das Whydunnit. Aber wenn es wie hier ist, dass es in jedem Kapitel einen anderen Mord gibt und die relativ unabhängig voneinander sind, dann gehe ich nicht davon aus und traue ich dem Spiel nicht zu, dass es ein interessantes Whydunnit macht, was ich wirklich interessant finde am Ende halt. Dann ist es meistens einfach sehr, sehr simples Whydunnit, wie in diesem Fall wird es wohl sein, die wollen eine Rache an Karen nehmen. Und ja, im letzten Fall war das Motiv halt... She was so popular. They killed Karen so they could become the star instead. Ja, keine Ahnung, wollten für Gerechtigkeit sorgen oder sowas in die Richtung. Ne? Das war einfach das Motiv. Die haben es halt gemacht. War ja kein kompliziertes Motiv oder so. 6 months ago, the leading member of the theater club also died in a separate case. Top actresses dying one after another? Is their club cursed or something? Deswegen in solchen Spielen, in solchen Szenarien interessiert mich das Whydunnit immer sehr, sehr wenig. Eigentlich. Ist worauf ich hinaus wollte. Death was ruled as suicide by jumping off the school, but Kurumi doubted that was the case. Kurumi, huh? She's alright. All right. Anyway, I doubt it's a coincidence for people to die in such quick succession. This case may have been triggered by Aiko's death. Wow, verrückt. Wie kommst du darauf? If we find the truth behind Aiko's death, maybe we can figure out the motive in this case. The truth behind Aiko's death. Ich habe jetzt einfach so gut wie ich drüber geredet, aber ganz ehrlich gesagt, ich habe alles, was sie gesagt haben, auch schon selbst gesagt. Also alles nicht so schlimm, hoffe ich. Is that Aiko? Whoa, she's cute too. Let's go talk to her. She's about to get a taste of my full and undivided attention. You can already tell women will be his downfall. Oh well, it's not like you're any better off with yours truly, Master. Wahr. Sehr wahr. Ja, ich hätte wohl reden können, während ich in die Treppe hochlaufe, ich gebe es zu. Es ist immer sehr schwer einzuschätzen, wann man in diesem Spiel vernünftig reden kann und wann nicht. Come on, concentrate! Oh no, Quicktime-Fragen. Nein? Doch, vielleicht. Muss ich wieder springen? This is bad. The ground's giving way beneath our feet. Yeah, I can tell. Aiko! Hey, let's hurry and catch her. I love the tragic types. No! We're trying to figure out the truth behind her death. Good luck, Master! Jupp, genau, wir springen wieder auf Möbelstücke. War Aikos Tod vor 6 Monaten Selbstmord? Oder Mord? Mord. Aiko's death 6 months ago was actually a result of murder. Wo wurde Aiko ermordet? Blumenbeet. I guess, wahrscheinlich. Und die Schuhe wurden nur hinterher hochgetragen aufs Dach, denke ich. Murder is the flower bed. Mit welcher Mordwaffe wurde Aiko getötet? Gift aus dem Chemielabor. The brick with Aiko's blood on it had a very unnatural smell. Das kann ja nicht sein, weil dann wäre das Gift ja jetzt unbrauchbar. Das war dann ja vor über 30 Minuten. After the culprit hit her with the brick, they returned it to its original position. Wer hat Aiko ermordet? Karen. Zumindest ist das wohl die Vermutung.
Aiko's death was not a suicide by jumping. And Kaden clearly lied in her testimony. Kaden killed Aiko! Dann haben wir schon mal den eigentlichen Fall gelöst, warum wir überhaupt hier angekommen sind. War ja, eigentlich alles ganz hilfreich, ne? Weil wenn wir den Mord an Karen nicht gehabt hätten, hätten wir niemals die nötigen Hinweise dafür gefunden. Her shoes were neatly placed on the roof, but there was dirt on them that looked like it came from the flower bed. Ja, genau. Ich meine, sie könnte auch irgendwann anders mal im Dreck gewesen sein mit ihren Schuhen, aber naja, whatever. So the shoes were taken to the roof afterward. The murder weapon is likely a brick from the flower bed. The brick with Aiko's blood on it had a very unnatural splatter pattern. Oh ja, da habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, aber ja, klar. Der wurde einfach rausgenommen und wieder eingesetzt, deswegen ja, geht das Blut nicht über auf die anderen Ziegel drumherum. If she fell from above and hit her head, the bloodstain wouldn't get cut off in that way. I'm sure that after the culprit hit her with the brick, they returned it to its original position. But do you have evidence that Karen did it? If Aiko didn't die from jumping, Kaden's testimony makes her highly suspicious. She said she heard something fall and went to inspect it. I get it. Hearing a sound that never happened means she's obviously lying. Karen lied. And the reason Ich meine, das kann immer noch falsch sein. Das fände ich halt einen interessanten Twist, wenn sie dann sagen, Karen war es gar nicht, in Wahrheit. If that's the case, then the one who Aber killed das Aiko is weiß ich jetzt Kaden. nicht. Das kann sein. Es kann auch einfach so gewesen sein. Nur ich fände einen coolen Twist, wenn es da eine andere Lösung gäbe und die alle merken, oh, Karen war unschuldig. Ups. Es war doch ein Selbstmord. She disappeared? Damn it! I can't even help the girl who needs it most! Help her? She was dead long before you could help her. Anyway, this must be the roof Aiko supposedly jumped from. Das ist ein sehr hässliches Dach. Hey, why did Karen kill Aiko? I thought an all-girls school would be more sunshine and rainbows than murder. If a brick was used as the murder weapon, then it could have been an impulsive crime. So Kaden might not have been planning to kill Aiko when she called her there. You mean they were talking and it turned into a crime of passion? That's so cliché. Maybe they were discussing their acting careers. They had a disagreement, and it turned to violence. Well, if this caused the other murder case, then is the motive revenge? Yeah, they weren't fighting over Aiko's spot. They wanted to get back at Kaden for taking it away. Meaning the culprit is whoever cares the most about Aiko? Oh, ja, es wollte darauf hinaus, dass es Kurumi war, ha? Then which of the suspects is it? In fact, where do we even go from here? We got the motive, but there's still no path. This is different from the other dead ends. I think there's a mystery around here. Ja klar, wir können hier runterspringen zum Beispiel, dann wird's weitergehen. Something must be hidden here. Also wir sind ja jetzt nicht eingesperrt oder so. Oh, ich will mich aber umgucken. Auf diesem wirklich sehr, sehr hässlichen Dach, ne? Also möchte ich mal so mal gesagt haben, in die Ferne schauen. Hey, check it out. Is that the how route we were looking for? Ah, ja, okay. We're so high up. When did this happen? Das ist tatsächlich ziemlich cool, weil das ist ungefähr das, was ich erwartet habe, nur dass es nochmal ein bisschen anders, sich nochmal ein bisschen komplexer verbindet und so. Sieht schon fast aus wie eine Flowchart. Master, look over there. What's that? It doesn't seem connected to anything else. Which means that could be the Who location. So the true culprit is over there then? Ja, und zwar, wenn man alle Wies verbunden hat, wie man da sieht. Ja, das habe ich halt bemerkt, weil ich einfach nur die, ja, eine Wand gesehen habe auf der anderen Seite, die auch zugemauert wurde. What, are you freezing up? Scared of heights or something? Oh, it's not that. About those three routes.
Du musst sie nicht aufmalen, wir sehen sie da. You carry that around with you all the time? Of course. Who knows when I'll be asked for my autograph? Done. Warum malst du das auf? Man sieht es doch da hinten. Oh gut, das ist so sehr schön aufgemalt. Auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen unnötig detailliert, weil ich glaube, das meiste davon ist echt nicht relevant. I'm just as good at drawing maps as I am at remembering a pretty face. This is the how roots when seen from above, right? What about it? Well, this is a dungeon, right? So maybe there are some secret paths in here. Secret paths? See? If you look at it this way, doesn't it all seem like the same road? You're right. The 3 how roots are connected into a single route all the way to the who room. Wait, all 3 are connected? That's it! I think I've got it! That's the hidden truth behind the how route. There's only one explanation for how the victim could have been poisoned. What? Seriously? Not bad. You finally made yourself useful. Yay! Shinigami complimented me? I love you, Shinigami! Wasn't I a good boy? I deserve a treat, right? Nein. Aber ja, davon gehe ich aus, dass die Pfade so verbunden sein würden in etwa. Lay it all out. Oh no. Oh no. Not this one. Das mag ich nicht. Ich kann keine Wörter bauen. Lass mich in Ruhe mit Wörtern. Na gut, okay. Okay, bau dein Wort. Ist in Ordnung. Was ist die Frage? Try to solve it, lickety-split. Das Verbrechen war nur möglich mit Hilfe eines. Wie werfe ich nochmal? Mit X. Go, go, go! Great! Ich möchte sogar behaupten, mit Hilfe von 2 Komplizen, aber das sage ich nur so. Komplize. Mit Hilfe eines Komplize. Ja, ja. Das ist durchaus ein Satz. Das Minispiel gibt es doch nur, damit man schon die gerne mit dem Bikini zeigen kann aus irgendeinem Grund, oder? Also. Das ist doch der einzige Grund, oder? Ich wollte es nur angemerkt haben. Das ist eine sehr, sehr auffällige Eigenheit dieses Minispiels. That's right, accomplices! The truth of this case is that Yoshiko, Waruna, and Kurane were all accomplices and committed this crime together. Accomplices? But don't they hate each other's guts? It's the truth. I realized it once you drew this map, Desuhiko. The 3 how routes that we explored were all dead ends. Each of them were suspects, but they were all ruled out because of certain details of the case. That makes sense. If we look at them separately, we get dead ends. But by connecting all 3 routes like this, and looking at it as a single criminal act, it clearly becomes one path forward. They were accomplices that committed a single crime. This murder would have been impossible to commit alone. We figured that out during the how route. But if the 3 of them worked together, they could make it possible. Okay, ich darf die Wände einschlagen. What's the... I guess we're supposed to break the wall? Sounds like fun. I'm in. It's all thanks to my help, don't you think? And don't you forget it. You're the one who's going to forget it. Anyway, let's check it out. We have to make sure we're on the right track. Und wir springen wieder zurück, ja? Also fangen wir jetzt bei Rot an. Müssen wir jetzt nochmal da durchlaufen. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal alles... Wir werden jetzt mal alles nach und nach durchgehen. Oh Gott, wir werden nochmal alles nach und durchgehen. By separating the hows, the 3 of them divided up the tasks that needed to be done to pull off. Don't you think so, Yuma? Yeah, I think it's the only way. Huh? You sure sound confident.
Wir haben mit 3 ein unmögliches Verbrechen And now bewerkstelligt. there's a new problem to solve. We have to expose the secret behind their complicity. Oh Gott, nein, bitte nicht. How exactly they cooperated together and the timeline of the crime. Warum hat es so lange gedauert, dass wir hier angekommen sind? Got it. The timeline, huh? Then the first thing to discuss is... Ja, das. How was the poison brought? Ja, wir fangen hiermit an, weil das auch auf dem Weg, den wir gesehen haben, so, ja, die Let's Reihenfolge so start with the ist. poison being brought to the Genau. theater hall. Their conspiring began with how was the poison brought to the theater hall. It's a route we already explored to the very end, so let's blast through it. Hey, wait! Ja, bitte überspringt das meiste, das wäre sehr nett auf jeden Fall. Aber ja, ich habe das jetzt hauptsächlich tatsächlich gewählt. Also, ja, es ergibt auch logisch Sinn, aber ich habe es in erster Linie gewählt, weil die Gänge so verbunden waren. Genau. Yeah, the poison neutralizes after 30 minutes, so it had to be brought into the theater during the show. As the production assistant, only Yoshiko could have done it. Looking back, the reason they chose poison as the murder weapon was to establish an alibi. The poison was only active for 30 minutes, which gave the other girls an alibi. Yoshiko went to the lab for the poison as soon as the performance began. She had the extra glass hidden in her bag, and after she brushed poison onto it, she put it back in her bag and returned to her seat in the front row as if nothing happened. The problem is, what happened next? We're here. You're up, Master. Yeah. Okay, wir skippen das wirklich komplett. Wir gehen das jetzt nochmal von nur noch, ja, quasi automatisch durch und beantworten ein paar Fragen zwischendurch. Sie hat es Whydunnit gegeben, würde ich behaupten. Isn't this the how was the poison mixed into the glass route? Ja, das müsstest du doch wissen, du hast eine scheiß Karte gemalt extra. Wow, it really connected. All right, let's keep going and reach the truth. Whoa! Again? Erneut. Hey, you said Yoshiko handed the poisoned glass over to Whydunnit, but Whydunnit was performing on stage, right? How could she receive the glass while on stage? The only time I can think of is when they turned off the lights. Ja, Yoshiko sat on the right edge of the front row close to the wings, where the actors enter and exit from scenes. She probably stood up when the lights went out and left the poisoned glass near the right wing. Even if she couldn't get on stage, she could at least do that within 5 seconds. Then, Whydunnit picked up the glass and hid it under her costume. The costume check happens before the performance, so she got around that by receiving the cup during the performance. ich muss sagen, ich hatte da ganz lange ein Missverständnis darüber. Ich dachte wirklich die ganze Zeit, So they passed the baton during the dass 5 das, was wir seconds the vom, lights were out. vom Kostümpersonal erfahren haben, war, dass sie nichts in ihrem Kostüm verstecken kann, ganz allgemein. Also dass ihr Kostüm einfach so gestaltet wurde, dass es da keine Möglichkeit gibt, um irgendwie was zu verstecken. Ja, anscheinend ging es aber nur darum, dass sie vorher nicht schon was dabei hatte. Das macht es deutlich simpler. Ich habe jetzt einfach nur was falsch verstanden, was das angeht. Aber gut, aber Two gut. of them must have rehearsed it as much as the rest of the play. But what happened after that? Suppose Whydunnit did get the poisoned glass. How did she swap it with the real glass while the play was still ongoing? A few moments after the blackout, there's a scene where Whydunnit approaches the shelf. It only lasts 2 or 3 seconds, but Whydunnit's hands on the shelf are completely hidden from the audience. Ich weiß nicht genau, wie sie dafür gestanden haben muss, dass das so funktioniert, dass man wirklich gar nichts gesehen hat, aber also für alle, vor allem aus dem Publikum, egal. Das Publikum ist ja sehr lang. Na gut, okay, wir sind zu zweit. Wir waren zu zweit. Aber mein, es funktioniert. Es funktioniert, weil wir nur zu zweit im Publikum waren, so ziemlich. Ich glaube, es waren noch irgendwo ein paar andere hinter uns irgendwo, aber wenn es jetzt ein vollgefüllter Saal gewesen wäre, hätte das nicht mehr funktioniert, auf jeden Fall. So they used the play itself for their seemingly impossible crime. Talk about guts. This is something only thespians could pull off. Shinigami? Master, hurry up and break this one down too. Right. Gut, okay, aber ich bin zufrieden, dass mir das Spiel das zumindest jetzt komplett vorwegnimmt. Ich habe auch gar keine Lust, das letzte Mal alles mit Minispielen zu erklären, nämlich.
So, wie wurde das vergiftete Glas ausgewählt? War ausgewählt? Achso, ja, Kurumi führte zu ihm. Ich dachte, das kommt gleich erst im nächsten Gang, aber na gut. Alright, we got this one too. Only a bit more. Ich finde, jetzt haben wir eigentlich einen Schritt übersprungen oder so, aber das soll mir recht sein. Da weiß ich jetzt nicht, was die letzte Frage noch sein wird. This is the final one. It's the how was the poison glass chosen? Ja, aber das hatten wir jetzt ja gerade beantwortet eigentlich. From here, it's exactly as we solved it before. Kurumi told Karin beforehand to take the glass to the spotlight. Ja, genau. After confirming the Das ist passiert. Method sounds more like madness if you ask me. that solves this mystery. We've almost reached the truth. Seriously? That's terrible. Huh? Why? Because I haven't gotten Shinigami to fall for me yet. That's Achso, ich dachte eher, weil wir gerade herausgefunden haben, dass sich 3 Schülerinnen zusammengeschlossen haben, um eine ihrer Mitschülerinnen zu ermorden. Aber You know, das eher so das, was ich daran schrecklich finde. it's kind of like. Vor allem heißt es jetzt wirklich, dass wir die dann einfach gleich alle 3 umbringen werden. Werden die einfach alle 3 sterben? But Finde ich ja schon ein bisschen insane. Finde ich halt schon ein bisschen insane. That's a stretch. Aber gut. this is the last wall. Vielleicht wird das zumindest storytechnisch ein bisschen noch thematisiert, dass wir immer mehr Leute selbst ermorden und dass wir vielleicht selbst ein schlechter Mensch sind. Durch unsere Taten. Wer hat Karin ermordet? Are you ready? Let's Right. Ja, okay, das ist aber letzte Frage. Das ist halt dann, das haben wir zum Glück noch nicht geklärt oder so, naja, alle. Yes, it fell. And behind that door is the Who Room. We Who finally Room hört made sich it. schon wirklich dumm an. Who Room. time to end this, Master. Ja, das heißt, es fehlt jetzt wirklich nur noch das God Shinigami Spiel und dann bastel ich noch den blöden Comic, auf den ich absolut Lust habe, den zu basteln, nachdem wir das jetzt schon komplett durchgekaut haben, 5-mal den Fall, von allen Seiten. Ja, ne, war ein Abenteuer erneut. War auf jeden Fall ein Abenteuer. Okay, das ist hübsch. Das ist hübsch. Damit habe ich nicht gerechnet. Was ist das hier? Warum ist das so hübsch? Looks like all the culprits are here. But why do they look so sad? How boring. You call yourselves the final bosses of the Mystery Labyrinth? Then start acting like it. Might as well guard the truth till the end at this point. They're Wir werden alle 3 davon umbringen. Freust du dich schon, Yuma? Und erneut bin ich dann gespannt, wie uns das irgendwie retten soll. Also wie soll uns das irgendwie retten, dass wir die 3 ermorden? Das war bisher immer meine Frage und es ist dann ja immer... Ja, das Ergebnis war dann immer am Ende, dass wir nichts gemacht haben. Und es einfach... Dass wir einfach irgendwie anderweitig zufällig gerettet wurden dann. Aber jetzt gerade frage ich mich erst recht. Weil so langsam kann es ja nicht einfach sein, dass noch irgendjemand anderes dazwischen kommt und Martina Electro beschuldigt. Und ihr sagt, dass sie abhauen soll. Ich weiß es nicht. Weil das war bisher immer irgendwie was passiert ist, ne? Ich weiß ja nicht. Ich kann nicht mehr vernünftig reden auch. Ihr merkt schon vielleicht auch nicht. Mir ist es egal. Aber hey, ging ja alles flott. Ging ja doch alles flott. Sage ich jetzt. Es hätte nur gerne noch vorher gehen können. Und zwar, es hätte einfach gar nicht passieren müssen. No, there weren't any accomplices! Neither Warna or Kurumi! Stop! There's no reason for us to team up! Ja, das ist halt so die Frage, die ich mir stelle, ne? Warum habt ihr zusammengearbeitet? Das wüsste ich halt gerne noch. Also, ja, ihr habt zusammengearbeitet, weil ihr zusammen den Plan durchführen konntet, aber ich meine, ihr hasst euch doch oder so, oder? Hab ich was falsch gemacht? Yeah. Was? Was? Konnte ich was machen? Hä, warte mal, habe ich was...
Sorry, habe ich was verpasst? Ach, ich muss den Lösungsschlüssel jetzt schon auswählen. Sorry, ich bin blöd. Ja, es wird wohl das hier sein, ne? Ich meine, das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Das andere war doch komplett Blödsinn, das hat doch gar nichts damit zu tun. Was sind denn das für Lösungsschlüssel? Yeah. Aber gut. Wie gesagt, ich vergesse gerne mal, wie die Minispiele funktionieren, wenn man sie nur einmal pro Mystery Labyrinth hat. Immer erinnere ich mich jetzt noch daran, was ich treten und was ich schlagen muss. Nicht wie beim letzten Mal. I don't know about the others. Don't come any closer! There's nothing connecting us. Es gibt keine Verbindung zwischen uns. Okay, ich muss jedes Mal nur das Foto auswählen, ha? Ja, ich muss jedes Mal nur das jeweilige Foto auswählen. Und dann setzen wir sie alle zusammen und merken, oh, das ist ja alles vom selben Foto, das gehört ja alles zusammen. Das ist ja verrückt. Das wäre sehr lustig, wenn das echt ein Reveal wäre. Ich glaube aber nicht. Vor allem, es wechselt sich gerade nicht mal ab, ne? Also wir hatten jetzt beim ersten Mal nur Wände, dann nur Kugeln und jetzt nur Stacheln. Nothing to do with each other. Ich fühle mich sehr so, als würde ich gerade ein Mystery lösen. What's going on here? I thought they hated each other. No, that probably isn't true. Huh? Oh, what do you mean by that? If you put together the 3 photos they each have... Come on. What? So they're all in the same I hate it. No, what are you doing? That's the truth. Oh mein Gott, ich hasse es. Warum tust du so, als wäre das ein Reveal? No need for mercy. Ich hasse dich, Kodaka. Hör doch auf, Mystery zu schreiben. Such dir einen neuen Job, bitte. I cannot do this anymore. Jetzt kommen alle 3 kombiniert. Jetzt kämpfen alle zusammen nämlich. Ist das nicht eine schöne Metapher, die im Gameplay, ne, betragen wird auf, ne, Gedöns. Ja, geil. Oh, for fuck's sake, ist das scheiße. Stop it! Get away from me! Please, go away! There is no bond between us! Ja, ist das so? Habe ich noch einen Lösungsschlüssel? Kann ich jetzt das gesamte Foto nutzen? Das ist so dumm. Ich meine, ja, ich verstehe den Zweck von der Storytelling-Perspektive, aber ich bin doch nicht dumm. Warum denkst du, dass ich dumm bin, Spiel? Warum denkst du, dass ich so dumm bin? Die ganze Zeit, schon wieder. Die letzten 2 Stunden hast du gedacht, ich wäre dumm. Ich habe das genau gesehen, wie du dachtest, dass ich dumm wäre, wie du mich angeguckt hast. Und dachtest, du spielst Raincoat freiwillig, du kannst höchstens 14 sein. Du bist höchstens 14, oder? Du hast noch nie ein Mystery gespielt vorher. Vielleicht hast du lange noch mal den Anime geguckt, ne? Ich glaube, das ist, was du vorher gemacht hast. So hat mich das Spiel angeguckt. So hat mich das Spiel angeguckt. Die ganze Zeit. This is just a guess, but you 3 weren't actually on bad terms with each other, were you? In fact, it was all an act to get revenge for Aiko. You all cherished the same picture with her. It was originally a single photo of you all together, with Aiko in the middle. And when you connect the pictures together, Crazy, oder? everyone is there, smiling. Wow. Die waren alle mal befreundet, hä? Come on, we've got work to do before you get all sappy. Let's go. One more push and we'll be done with this labyrinth. What would a hero do?
A real defender of justice would defeat Der würde sie jetzt alle evil here ermorden, now offensichtlich. and be done with it. But I'm no hero. All I want is the truth. And the truth is right here. So why go any further? Will solving this mystery really make anyone happy? Master, Das ist halt ein interessanter Punkt und ich hoffe, dass da noch mehr gemacht wird, weil ich das eigentlich eine interessante Perspektive finde, wenn das in Mysteries gemacht wird. Die Frage zu stellen, ob Mysteries überhaupt gelöst werden sollten. that's not something Ob a es nicht vielleicht detective manchmal besser should ist, wenn sie do. nicht gelöst werden. Your job is to solve mysteries, isn't it? If so, you have to expose the truth. You have to prove it in a way anyone can understand and anyone can see. Detectives aren't defenders of justice, they're defenders of truth. Defenders of truth. A detective must never overlook a mystery. Any and all truths must be exposed. A detective must always prioritize solving a case. Emotions must be discarded to reach a perfect solution through a perfect deduction. It's easier said than done. Yuma, if you can't do it, I can take your place. No, I'll do it. I'll take responsibility. I'll see this through. Ich bastel ein Comic. The whole sequence of events for this crime would have been impossible for a single person. Their cooperation was also a means to conceal their involvement. But I can't shake the feeling that there was some other reason behind it. The ruthless, disgusting criminals who conducted this murder are... Yoshiko! Waruna! Kurumi! You are the killers! Wait, what? They may have pretended to always be at odds with one another, but deep down, they were bonded through their shared admiration for Aiko. Ja, ne? Ich kann nicht so emotional davon mitgenommen werden. So komplex fand ich diese Charaktere jetzt nicht ausgearbeitet, This is my answer. dass es irgendwas beim Auslesen könnte. Aber ja, ist eigentlich natürlich ein interessanter Twist, dass alle Verdächtigen es waren, gemeinsam. Nur es ist halt irgendwie tragisch, dass es gab halt nur 3 Verdächtige, ne? Mal Was wieder. there really no other way? Und an dem Punkt ist es halt immer sehr leicht rauszufinden, wer denn beteiligt sein könnte, wenn man einfach drüber nachdenkt, ne? Es sind halt keine 16 möglichen Mörder oder 15 oder 14. Ich denke mal, 14 ist die Höchstanzahl, die es an Verdächtigen geben kann, ja. Nein, okay, 15, dann aber vor 3 im ersten Fall waren es wohl 15 mögliche Verdächtige. Seien wir realistisch. Was there no way to Aber prove ja. Cotton did this without killing her? That's not possible. Not in Kanai Ward. The Peacekeepers bend the truth whichever way they want to. The 3 girls couldn't get justice from them, which led to this crime. Ja, das ist halt ein interessanter Punkt, But it doesn't make it right! dass, ja, es nicht in sich geschlossen How long die Motivation did you put on existiert an hat, act for this? sondern dass halt, ja, die gesamte Umgebung, in der sie halt leben, die gesamte Situation, Aiko was our der sunlight. Stadt damit drin hängt. Wherever she went, we were meant to be there with her. She was everything to us. We were together ever since we were young. Her dream was our dream. We were nothing special. But she called us her rivals. Those words encouraged us to carry on. But now she's gone. Everything's hopeless now. The 3 of us investigated Aiko's death. I used my parents' connections.
to view top secret case files. But no matter what we did, the peacekeepers refused to reopen the case because Kaden's father is a big shot at Amaterasu Corporation. Ja, natürlich. That's why we had to do it ourselves. Revenge became everything for us. And to get it, we pretended to fight amongst ourselves. We are actors, after all. Das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt, ja. But we don't have to anymore, right? We don't have to keep this up. Ich habe nicht erwartet, dass sie es dauerhaft so gut durchziehen würden. Weil sie haben es sogar durchgezogen, wenn niemand dabei war. Aber ja, doch, klar, ne? Method Acting und so. Ja, doch, haben wir gut gemacht. We put on quite a show. Das ist tatsächlich eine gute Begründung dafür, warum sie sich in jeder Situation trotzdem weiter gestritten haben, warum sie das auch so glaubwürdig gemacht haben. Didn't we, Aiko? Weil das halt so ist, was sie so getan haben, ne? Ist halt ihr Job. Hätte ich früher drauf kommen können, aber das ist eine sehr befriedigende Begründung. This leaves a bad taste in my mouth. Then again, most cases do. Ist es bei den meisten Fällen so wirklich? But Auf dem Level? that's the end. We can finally return to the real world. I hope the girls open up like that in the real world too. Ja, so in etwa, die öffnen sich auf jeden Fall auf. No, I don't think they can. Huh? Why is that? Oh, also, where's Shinigami? Right here. Well, what do you think? Did you fall in love with me? I know you did. You must have, yeah? I already told you. I will never fall for you. You're seriously getting on my nerves. You're annoying and exhausting. Desuhiko? Did you think I was serious? I was just testing the bond between you two. Our bond? It's more like a curse, at least to me. Right. I was just testing. Ist okay, ist okay, es ist okay. I wasn't serious. I didn't get rejected, okay? Nein. Du wolltest nie was von ihr, der war sowieso die ganze Zeit hässlich und fett, ich weiß. Ich habe das schon mal gehört. All right, just calm down. Anyway, let's do it. Time to exterminate the souls of the true culprits and destroy the mystery labyrinth. Wait, Shinigami, do we really have to do that? I mean, They're murderers. The reason why doesn't matter. Ach, come on. Living reaping the souls of criminals. Because I'm Shinigami. Das ist halt schon fucked up, ne? Das ist schon fucked up. Surging bloodlust. Ist halt wirklich auf vielen Ebenen ein Reverse Persona 5 für mich ein bisschen. Weil in Persona 5 habe ich es bei jedem gedacht, ja bitte tötet doch einfach. Bitte lasst die Leute einfach sterben. Aber sie haben sich dagegen geweigert, weil dann wären sie selbst schlechte Menschen und so weiter und so fort. Hier drehen sie jetzt komplett um und ja, von Fall zu Fall kann ich mir gut vorstellen, vielleicht auch nicht, aber es könnte gut sein, dass sie weiter in die Richtung gehen, dass ab jetzt die jeweiligen Mörder immer sehr, sehr gute Begründungen dafür hatten, warum sie die Morde begangen haben und vielleicht gar nicht unbedingt den Tod verdient haben selbst. Aber hey! Es funktioniert halt, wie es funktioniert, ne? Kann man nichts machen, würde ich sagen. Das ist halt zumindest wirklich einer der interessanteren Punkte auf der gesamten Story-Ebene. Dass das Mystery Labyrinth am Ende so funktioniert, dass es diesen Effekt hat. Was ja dann auch der einzige Effekt ist, den es auf die reale Welt hat, ne? Wenn es schon keine Charakterentwicklung ja, mit sich bringen kann, mit den Nebencharakteren, die jeweils dabei sind, mit den Detektiven, weil die sich nicht erinnern. Ich habe übrigens erfahren, dass schon der erste der DLC raus ist. Es gibt ja für jeden der Detektive ein DLC, 4 Stück also insgesamt. Also für Alara, Desuhiko und so weiter. When did you... Ich red gleich weiter. What the?
Wait, what just happened? Hold on, let's all calm down. Ja, beruhigen wir uns alle. Legen wir uns alle erstmal schlafen kurz. Zur Beruhigung. What? What's going on? I knew it. The evil murderers have been expunged once again! Oh, right! I got one more job to do. Ja. Geben wir jetzt noch ein Geständnis ab. Excuse me, everyone. The culprits behind this incident were Waruna, Kurumi, and myself. All three of us conspired to poison Cotton. The way we got her to ingest the poison was... Hey, Shinigami kann wohl doch deutlich besser schauspielen, wenn sie es wirklich versucht. Beim letzten Mal hat sie es ja nicht wirklich versucht. Jetzt gibt es wirklich eine ganze Erklärung ab, ha? I don't know what you people have done, but next time it won't go your way. Remember that. Hat Shinigami doch mal was Sinnvolles geleistet. Irgendwas. She was staring at me the whole time. Ach ja, She's genau, gotta also. be in love with me. Es gibt jetzt den ersten DLC, und zwar den Desuhiko DLC. Ich dachte wirklich, das wären Fälle jeweils. Ich habe das wirklich erwartet, okay, die kosten jeweils 5 Euro. Ja, das wäre dann wohl wahrscheinlich ein bisschen günstig für den Fall, wobei halt die Engine und so drumherum schon steht und so. Also es hätte ein Fall sein können jeweils. Ja, jedenfalls, stattdessen gehen die jeweils wohl so eine halbe Stunde und sind nur so eine ganz kurze kleine Sidequest quasi. Was, ja, weiß ich nicht. Die werde ich wohl nicht spielen. Ich glaube, ich bezahle keine 5 Euro für 30 Minuten Desuhiko. Ja, Backstory, I don't know. Oh, fine. I guess she can keep the piece of my love as well. Hey, what's got you so down? All three of them just died out of nowhere. Nobody's to blame for that. Ja. Einfach nur aus dem Nichts gestorben, ganz There's zufällig. no reason for either of us to feel guilty. Seems like all the memories from the Mystery Labyrinth are completely gone. Master, we're in the clear. All three of their deaths won't be your fault now. That's not what I'm worried about. Yuma! Kurumi? Thank you for saving me. I knew you'd come to the rescue. Anyway, are you alright? The Peacekeepers didn't harm you, did they? No, I'm fine. Yuma ist so klein. Hey, Yuma? I don't want to get in the way Hab of ich ganz this vergessen. tearful reunion, but maybe we should get out of here. It'll be trouble if the Peacekeepers come back. Oh, right. Let's leave then. Was ist das für ein Übergang? Gab es diesen Übergang schon mal? Ist das ein neuer Übergang? Warum gibt es diesen Übergang? I'll go on ahead to the agency and put in a good word for you. I don't really get how it all ended, but I have a hunch. Yuma, you did all the work, right? Huh? Guess he's got good intuition. Looks like I won't be calling you Rookie from here on out. Let's keep working together, my man. Mind your manners as you walk your girl home. Welche von beiden, ha? Yuma? Huh? What is it? This tension. Don't tell me. Is this where they make babies? Ja, jetzt, hier genau. Did An something Ort und Stelle. happen? You seem down. Und sie ist einfach explodiert. Oh, well, although the case was solved, 3 lives were lost. Right. I didn't expect Yoshiko and the others to. Could it be that their deaths are related to your forte? What? Wow, we've got another sharp one.
Master, I hope you know this, but if you say anything about our contract... Ich sag ja nicht, dass es ein Vertrag ist, ich sag nur, dass es meine Vorteil war. Oh, sorry for saying something so strange. I know I'm off, right? Even if that were the case, you'd never tell me. Hey, Kurumi. There's somewhere I want to go. Will you come with me? Huh? Sure, I guess. Damit ich dich auch noch ermorden kann. Ich muss sie aus dem Weg räumen. Du weißt zu viel, offensichtlich. Nicht, dass du mich noch verpetzt. Kronas Lieblingslieder. Achso, ja, der Heavy Metal Core. Ich erinnere mich. Aber Heavy Metal Core und der Death Metal Core? Also gibt es einen Heavy Metal und einen Death Metal Core? Sind das zwei verschiedene? Oder? Sehr interessant, was die hier für Chöre haben. Wow, what a nice view. It's like a secret hideout. I didn't know that Kamasaki had a place like this. Please, help me save this city. Save this city, huh? I managed to save Kurumi by solving the case. But I killed those 3 girls. I'm responsible for their demise. If I had let the peacekeepers deal with it, at least their deaths could have been prevented. What exactly did I even solve? It's not a true solution if we can't save everyone. What I gained in exchange for my memories isn't some convenient, mystery-solving tool. It's literally the power of a death god. Ja, das ist halt die Frage, warum du die unbedingt haben wolltest, ne? Also warum du diesen Pakt überhaupt erst eingegangen bist. Muss es ja einen Grund für geben. Du hattest ja eine Motivation dafür wohl. In the end, you just have to accept it. Accept it? Instead of believing in some vague thing like justice, just believe in the truth. They say there's only one truth, and there's only one type of person who can find their way to that truth. Detectives. Even if I have to sacrifice others to find it, I should let so many people die for the truth? Master, you keep going to extremes. It's part of why you're a greenhorn. Seems like you still have much to learn under my guidance. What is the truth? Why did I become a detective to seek it? Yuma? Huh? Oh, yes? I know I already said this, but thank you so much. You are exactly the kind of person I thought you were. What do you mean by that? You're my hero. I'm no hero. I was just trying to expose the truth. But thanks to you, I was saved. If you weren't around, I wouldn't be here today. That's why a detective who exposes the truth is a hero in my book. If there were more detectives like you in this city, maybe Aiko's death would have been solved earlier. I'm sure things would have been different. Kanai Ward hasn't seen a hero like you in forever. That's why it's always been so dark here. So please continue to be our hero. A hero? Maybe before I lost my memories, I was trying to become someone's hero. This time, there was a steep price to be paid for exposing the truth. But even so, the truth must always be revealed. I want to believe I can save someone. I want to continue being the hero she says I am. Du hast deine Meinung ja schnell geändert. Still, I don't want to use Shinigami's Ich meine, powers ja, again. ich auch. Wäre das nicht cool, wenn wir es einfach ohne das Mystery-Level schaffen könnten, einen Fall zu lösen? Wäre das nicht wirklich, wirklich cool? Don't act like you don't like it, Master. Well, I'm just glad you seem more motivated now. Oh, yeah. We made a promise, didn't we? I said I'd tell you about Kanai Ward's ultimate secret after the Ja, case bitte. Oh Gott, ja, ultimatives Geheimnis. Boah, sorry, guys, sorry. Huh? Oh, right. Let's fucking go. Hey, That's what I'm here for. You seem like you weren't expecting much. But that's where you're wrong. Just between you and me, I am Kanai Ward's only informant. Informant? Are you serious? A high school girl informant? I'm still a beginner, though. I started 3 years ago after taking over from my grandfather.
And now that the peacekeepers control the city, there isn't much of a demand for information anymore. Ich liebe Informationen. No wonder you know so much about rumors. I haven't felt this nervous since I was chased by those peacekeepers. That also explains why the peacekeepers were after you. If Kurumi is an informant, maybe she does have some crucial information about Ja, dann Kana los. Ward's Ich brauche ultimate keine Erklärung. Ich will nur das ultimative Geheimnis wissen. Oder zumindest irgendwas darüber. Also, hau raus. Gib's mir. So, Kurumi, what do you know about Kana Ward's ultimate secret? Well, it's likely connected to the top secret research that Amaterasu Corporation is conducting. Ja, davon gehe ich aus. I think it has something to do with why the unified government approved of Kanai Ward's isolation. Top secret research? Approved the isolation? Kanai Ward has always been a city centered around Amaterasu. But there was a lot more freedom in the past. People were allowed to come and go as they pleased. It became an autonomous zone, free from the Yuji's influence only a few years ago. The reason behind it has to do with the top secret research that Amaterasu is conducting. But what is the research? I don't know all the details, but it's supposed to be able to change the entire structure of the world. All nations and enterprises worldwide want it. This research is what turned Amaterasu into a major global corporation. And that research is being done in Kanai Ward? I think so. It would explain why Kanai Ward's been isolated. It's so their research doesn't leak out. Research that can change the world? If that's true, it's some serious stuff. No wonder number 1 of the WDO would risk his neck here. Do you know any more details about that research? I do know a little bit. Grandpa risked his life to obtain one piece of confidential information about Amaterasu Corp. Ja, bisher ist es noch sehr vage und sagt mir eigentlich überhaupt nichts, außer, ja, das, was ich mir grob dachte halt, ne? Irgendwas wird hier wohl erforscht und das ist wohl geheim, ja. And I believe that somehow, it has to be related. What do you mean? Research to create a homunculus, an immortal monster. No! Fuck! Ah! Homunculus? Immortal monster? Wobei es nach was anderem klingt, als was ich im Kopf hatte. Now, wait just a minute. Weil das ist... Hey, wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich habe grundlegend 2 Theorien dazu, warum Charaktere pinkes Blut haben könnten. Der eine ist, dass der Regen eine Nebenwirkung hat, dass das Blut sich pink verfärbt, wenn man jetzt so lange sich im Regen aufgehalten hat. Ja, und die andere Theorie, die ich da nicht gesagt habe, weil ich dafür zu wenig Beweise hatte, war, es könnten auch einfach irgendwie Klone oder Homunculi oder sowas sein. Are you serious? Also, wobei es aber gerade auf was anderem klingt, wenn sie sagen, dass sie ein großes Homunculus-Monster oder so erschaffen wollen, ein unsterbliches. Das wäre jetzt würde hier nicht zutreffen, aber das wäre halt so meine andere Vermutung gewesen. Ja. Ist natürlich jetzt blöd, wenn ich es einfach sage, nachdem es quasi revealed. Ich meine, es wurde noch nicht revealed, dass die Charaktere hier Homunculi sind, okay? Eigentlich widerspricht das sogar meiner Theorie somit, aber ja. I don't have any proof, but it's a fact that Amaterasu Corporation has previously researched homunculi. Ja, es könnte halt einfach sein, dass alle Leute, die hier leben, Homunculi sind. Oder halt zumindest fast alle, I guess, I don't know. Homunculi being researched in this city. Is that Kanai Ward's ultimate secret? Und die haben einfach pinkes Blut. Dann wird es halt weiterhin trotzdem keinen Sinn ergeben, warum wir das nicht wissen. Also warum wir es nicht kommentieren, wenn wir pinkes Blut sehen? Weil das müsste dann ja wirklich was Weirdes sein. Wir müssen dann wirklich uns fragen, hä, warum haben die pinkes Blut? Ach so, das sind gar keine Menschen. Also es ergibt immer noch keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum niemand darauf reagiert. I don't get it. Homunculi? It's turned into a fantasy story out of nowhere. Ja, ne, passiert schnell. Aber eigentlich, du warst die ganze Zeit übrigens schon da, Shinigami. Oh, I'm sure not one to talk. Ja, schön. That's all I know. Well, is my information useful to you? Although, most of it was left behind by my grandpa. Left behind? One day, my grandpa just vanished. He's been missing ever since. That's why I decided to take over where Grandpa left off as an informant. So, do you think what I've shared might help? Ja, ich glaube schon, vielleicht. This is huge, considering how I had nothing until now. Really? That's great! I'm actually useful to a master detective! Oh,
about that master detective thing. Look, that's where my grandpa used to live. Sie hört mir nie zu. That takes me back. I wish I could see him again. Vielleicht eines Tages, vielleicht eines Tages. Vielleicht erfahren wir noch, wohin er verschwunden ist. Oh, And that's how you'll keep taking advantage of a high school girl. Huh. Sie hört mir ja nie zu. Was soll ich denn tun? Ich habe keine by Wahl. the way, Kurumi, why do you think your grandfather disappeared? Could it be the peacekeepers? No, I don't think the peacekeepers have anything to do with it. Grandpa vanished before Kanai Ward became isolated. He was just suddenly gone. But I do believe I'll see him again someday. Master, forget about some geezer you don't even know. What about this homunculus stuff? The homunculus research. If Amaterasu Corporation is still researching some immortal monster in Kana, it makes sense why there'd be such tight security. They fear the secret leaking to the outside world. Maybe it even has something to do with the great global mystery that number 1 mentioned. Speaking of which, what could the great global mystery be? Ja, das ist halt dann die Frage, ne? Warum gibt es überhaupt 2 Mysteries auf unterschiedlich großen Scales? There's too much stuff we don't know, but you're one step ahead of the other detectives now, yeah? Guess that flat-chested Uggo is kinda useful. Halt die Fresse. Vielleicht erklärt er das große globale Mystery, warum wir nicht bemerken, dass die Leute hier pinkes Blut haben, obwohl wir eigentlich rotes Blut haben. Vielleicht gibt es also doch auf der ganzen Welt schon Leute mit pinkem Blut einfach und das ist einfach normal und schon etabliert seit langem, dass es einfach zwischendurch Homunkuli gibt. I don't know. I don't know. Maybe I should stop calling her Uggo now. I'll just call her Flat. Halt die Fresse. Still gonna hold on to that, huh? I guess this is technically an improvement. You're gonna keep this info to yourself, right? It'll help you get Was? ahead Ich of soll the other ihr master detectives. das nicht sagen? Soll ich nicht verpetzen, dass du sie die ganze Zeit beleidigst? No, I'll report this to everyone. This isn't something I can deal with alone. Ugh, how lame. Couldn't you strike a pose and shout something like, I'm coming for you, Amaterasu? That's not my role. All I can do is investigate Kanai Ward's ultimate secret just a little bit further. The rest should be left to the real master detectives to handle. This is my fault as your mentor for babying you so much. You've become the kind of detective who only relies on others without trying to solve problems yourself. What's wrong with relying on others? Ich gestikuliere ein bisschen wild herum, während ich hinter Kurumi rumstehe. Das ist ganz normal, keine Sorge. Thank you so much for today. The pleasure is all mine. I'm kinda hungry. Maybe I should go buy a meat bun on the way home. Ja, stimmt, da haben wir mal angefangen. You like those meat buns too, huh? Yes, I love them. I eat at least one every 2 days. They're kind of the comfort food of Kanai Ward. It's like I'm instinctively drawn to them. Okay, wilde Theorie, die gar nicht mal so wild ist vielleicht. Vielleicht brauchen die Homunkuli diese Fleischbrötchen. Oh, would you like to join me, Yuma? No thanks, I'll pass. I see. Will we meet again? Weil danach klingt das jetzt gerade. Huh? Yeah, of course. That's great! If you ever need any information, you can count on me. I hope she's okay on her own. I couldn't bring myself to say, I'll walk you home. Just say it. What are you, 12? Ja, offensichtlich schon. You sure you don't want to go back to the agency? Weren't you running an errand a while ago? You're right. Ja, wir haben mal Fleischbrötchen gekauft. Wir hätten direkt mitgehen sollen. Dann wolltest Fleischbrötchen, du musst Fleischbrötchen kaufen. Du kannst nicht einfach zurückgehen ohne die Fleischbrötchen jetzt. Das ist wirklich, also wirklich. Was ist dieser Übergang? Warum gibt es den jetzt? Warum ist die Futter plötzlich eingeführt? Was ist denn los? Oder gab es einfach ein Update und das ist jetzt ein normaler Übergang, den es jetzt immer im Spiel, ich weiß es nicht. Aber ja, meine neue Theorie ist wohl, die Leute hier sind einfach Homunkuli und die müssen die Fleischbrötchen essen, um zu überleben. Weil da irgendwas Wichtiges drin ist, was die halt brauchen als Homunkuli, um zu überleben. Ich weiß nicht, was Homunkuli also brauchen an Nährstoffen, ne? Genau.
Und dann gibt es halt auch noch irgendwie den Regen. Der ist auch noch irgendwie wichtig, bestimmt. Die können auch nur im Regen überleben. Homunculus research. Er hat dann auch mehrmals den Punkt, dass Leichen irgendwie sehr schnell verwesen hier, wegen des Regens, ne? Das war doch, was gesagt wurde mehrfach, ne? Also es wurde auf jeden Fall angesprochen, dass Leichen sehr schnell verwesen hier. Und dass sie deswegen schnell weggeräumt werden sollen. Das könnte auf jeden Fall damit zusammenhängen, dass es Homunkuli sind, aber halt auch wegen des Regens wurde gesagt. Also weiß ich nicht, was genau der Regen denn damit zu tun hat. Does it ring a bell, Chief? Unfortunately, I've never even heard of it. You sure it's not just some rumor? The way Kurumi explained it leads me to think it's true. Regardless, there's too little information. We lack anything definite at the moment. Still, it's better than having nothing at all. Well done, Yuma. Thank you. You're like a dog wagging its tail whenever you get complimented. You were late getting back, but I never imagined you'd get yourself into another mess. What the hell is going on? I'm so angry, I'm talking with the last! I'm really sorry. And your tail gets tucked between your legs whenever you get yelled at. Setting aside how I nearly died of hunger and that Yuma needs to be put on a leash. Ich bin schon alleine, keine Sorge. You picked another fight with the Peacekeepers. That's the biggest problem here. We weren't picking a fight. Besides, we got to expose the truth in the end. That look on Martina's face was awesome. Right, Yuma? That's not what I'm talking about! How can you be so relaxed? There, Lisp Man. Please remain calm. Ja, danke. So, is it true the culprits in that case suddenly died? Moreover, it is also similar in that those involved in each case, like Desuhiko and myself, had their memories wiped. There are too many common traits to call it a coincidence. The memories related to the case disappear. Perhaps it is due to someone's forte. Ja, wessen Forte könnte das denn sein, ne? No way. What kind of useless forte would that be? Besides, no one here has an ability like that. Could another master detective have found their way here? It'd be one thing if we were anywhere else in the world, but... Aber Fubuki ist doch gar nicht so dumm. Sie tut nur so. This isn't the kind of place some ambitious master detective could barge into by himself. If someone got officially dispatched here, I would know. Anyway, why are you all looking so glum? The case is closed and we got new information. It's a fantastic step forward. It's springtime and all is right in the world. Spring? It rains all year long here. And we've had nothing but trouble. Ugh! Just what the hell is going on here? It's like the hand of death itself. What's wrong, Vivia? Wie hat das erraten? You know what they say. The greater the detective, the more often they encounter death. Isn't that right? That does kind of apply to you, Yuma. In a way, you're like a death detective. Ja, ich meine, jeder Detektiv ist irgendwie ein Todesdetektiv. Okay, nicht jeder, es gibt verschiedene Detektive, aber die meisten, die Morde ermitteln, sind wohl irgendwie Death Detectives. Don't take it the wrong way. I mean that as a compliment. But even if it offends you, I refuse to apologize. Apologizing is too much of a hassle. The Death Detective. You have a cool nickname, Yuma. No way! I don't want a nickname like that. Really? But it sounds so awesome. It seems death has taken a liking to you, Yuma. That's one of your talents in a way. Aber ich mag den Tod nicht. Sheesh, I'll never understand this guy. I'll figure out how to discipline Yuma later. For now, we need to come up with a plan to handle the Peacekeepers. You said this case involved Vice Director Martina, right? She's Director Yomi's right-hand woman. I heard she's both his close advisor and his mistress. I'm sure they're gonna make a move somehow. I don't even want to think about it. What'll they do? Sie werden uns in die Luft jagen oder uns versenken, eher gesagt. Everyone, brace yourselves! Are you serious? This is so fun. Nein, Fubuki, nicht jetzt.
Sind wir gestorben? The agency is sinking. Where is everyone? Somebody help. Shinigami, kannst du mich retten? Hey, Master! Snap out of it! Sterben. Guck mal. Protagonistenwechsel vielleicht auch noch. Ich glaube nicht. Damn, was denn noch alles auspackt in dem Mystery Labyrinth? Da habe ich echt nicht erwartet, dass noch so viel passiert. Weil letztes Mal kam ja natürlich noch ein bisschen die Szene, wo wir halt dann vom Tatort verschwunden sind, ne? Aber. Vom Tatort. Vom Ort, wo wir halt den Streit hatten. Genau. Ich kann auch keine Wörter mehr verwenden. Punkt ist, es kam nicht mehr viel. Jetzt schon. This is the bolt of judgment, the fire of purification, a supernova explosion! Hey! Who prepared that torpedo? Unfortunately, it was I, Martina Electro. I figured it was you. That wasn't enough firepower! I told you to blow up the whole river and vaporize them! Didn't I? Now it just looks like I'm causing chaos! Half-assed executions of the law are nothing but senseless violence! I told you to demonstrate perfect order! Listen to me. A clean and pure execution of the law is... overwhelming, absolute, and completely blows everything away without a I'm terribly sorry, Director Yomi. No matter. You are my beloved right hand. You only need to remain by my side. Yes, thank you. I will forever be by your side to serve. Thing is, even though you're my beloved right hand, you still need to be punished. Huh? You couldn't even solve a case caused by a couple of brats. Not to mention the detectives escaped under your watch. But it's all right. Don't worry. You are my beloved right hand. I won't hurt you. I need you to stay pretty for me forever. Ich werde dir nicht wehtun, ich habe dich nur gerade auf den Boden getreten. I understand. So, what is my punishment? See this? It's a recent invention by Amaterasu Corporation called a high-performance presser. It can compress up to 50 kilograms of material and instantly turn it into a cube. Willst du sie zu einem Würfel machen? Even humans can be turned into pretty little cubes. Willst du sie zu einem Würfel machen? Huh? I'll keep you on my person at all times, so you'll always be by my side. What the fuck are you talking about? You are my beloved right hand. Please wait! What? You must be joking! Hey, you! Take my beloved right hand over there. Freue mich, dass ihr so eine gesunde Beziehung habt. Please, have mercy! Oh, Martina, there's something I wanted to ask you before you go. What's love? Take her away. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Oh well. All right. Now, let's go find the corpses of those detectives that got blown up. Das war durchaus ein Kapitelfinale. Warte mal, das Kapitel ist noch nicht zu Ende. Es kommt noch hier, Schatten. Good day, sir. What's that? You don't know? I guess not, since you're still new. Das ist aus wie Yuma. That's number one, the leader of the World Detective Organization. Das sieht aus wie Yuma. That's him? I had no idea. Why would someone that high up be here underground? There's a book vault here. It's a secret book vault that only number one can enter with his biometrics. It supposedly contains data from generations of great detectives, sealed books, and so on. Also ist Yuma wirklich Nummer 1?
Das ist doch dann das, wo er Shinigami rausgeholt hat, oder nicht? Das Book of Death. Oder ist das Yuma, der Kleine da? Wasn't number one carrying an old book just now? Okay. I wonder what that book was. You're curious? Well, how about you go investigate? You may be a trainee, but you're still a detective. Investigate? Me? Kidding. Don't take it so seriously. Okay, ja, Yuma hat einfach nur sich das Buch dann vom Number One geholt. Um zu ermitteln. Oder so. I don't know. Okay, schade. Also meine Theorie kann ich verwerfen. Also ich hab die auch nicht ganz... Die war eine meiner weniger durchdachten Ideen. Okay? Okay? War mir bewusst. Ich habe nur gesagt, ich fände es interessant, wenn er Number One wäre. Haben wir geklärt, dass es nicht ist. Auch wenn es kurz danach aussah. Die Frage ist, wo sind wir? Wait, where am I? Warum ist das Kapitel immer noch nicht zu Ende? Holy shit. Beats the hell out of me. But weren't you by my side the whole time? Don't you know what happened to us? Like that time back at the Amaterasu Express. I was only able to stay awake back then because we just made the pact and we weren't fully synchronized yet. But that didn't work this time. When you lose consciousness, my vision also goes dark. Actually, do you remember drifting in the river after the explosion? You almost died. Hell, even as a death god, I thought I was gonna die. This is no laughing matter. Anyway, because your biological activity stabilized, I was also able to wake up. Everything's a-okay so far. Now, let's go find out where we are. I want to go exploring so bad, my eyes are watering. That's a bit dramatic. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Let's check things out for now. Haben wir jetzt einfach einen neuen Unterschlupf, weil unser alter versenkt wurde, wirklich? Oh my, this is quite... Abstraktes Gemälde. Ich denke, das nennt man abstrakt. Wenn ich es ansehe, wird mir Angst und Bange. Wenn du entscheiden müsstest, Meister, wie würdest du es benennen? Sagte Gasse. Abgelehnt! War das unangebracht? Verstehe ich nicht. Kannst du das auch noch benennen? This is... Das ist ein Gemälde? Ich kann überhaupt nicht sagen, was darauf zu sehen ist. Wirklich ein inspirierendes Werk. Weißt du etwa, wie man Kunst interpretiert? Ganz sicher nicht. Ich sage nur, was mir in den Sinn kommt. Ja. Gut, ich dachte schon, da wäre ein geheimes Interesse vorhanden. Oh, wow. Ich muss sagen, ist ein bisschen schicker als bei uns im U-Boot. Who's there? Hi there. Nice to meet you. I sure look suspicious, huh? Ja, doch, würde ich auch sagen. Würde ich eindeutig sagen. Und das war jetzt Kapitel 2. Haben wir es noch mit dem Cliffhanger enden lassen? Mein Gott. Holy shit. Bin ich froh, dass noch so viel Interessantes nach dem Mystery Labyrinth passiert ist, weil sonst wäre ich jetzt echt angepisst. Ja, das war alles gut. Das war alles richtig gut. Ich mochte den Fall gerne. Also es ist ja nicht, ne? Das möchte ich nochmal sagen. Ich mochte den Fall gerne, eigentlich. Ich finde, das war wahrscheinlich der bisher interessanteste Fall von dem genauen Ablauf der Ereignisse im Fall, weil es halt sich auf einen großen Mord konzentriert hat. Mit einem komplexen Ablauf, statt viele einzelne kleine Morde, wo ich dann einfach nur zusammenpuzzeln muss, wer es nicht gewesen sein konnte, weil die jeweils ein Alibi hatten oder sonst was, ne? Jetzt auf der Ebene fand ich den Fall bisher am interessantesten. Aber ich habe ihn auch am besten zusammengepuzzelt, glaube ich, dann doch, ne? Und also es war eigentlich dann doch nicht so kompliziert am Ende. Weiß ich nicht. Mystery Labyrinth war schon wieder hart unnötig. Für Leute mit funktionierendem Gehirn. Das Problem ist, das Spiel ist auf Leute ausgelegt, die kein funktionierendes Gehirn haben. Deswegen, weiß ich nicht, ne? Das ist irgendwie meine Schuld, dass ich bin einfach zu klug. Ich bin leider einfach zu klug für dieses Videospiel vielleicht. Auch wenn
ich das wohl nicht sagen kann über die Story als großes Ganzes, denn da habe ich weiter im Dunkeln, ja, habe wohl vorher Blödsinn geredet, hätte vorher direkt meine andere Theorie äußern sollen, auch wenn die auch falsch gewesen wäre, aber zumindest wäre sie näher dran gewesen. Also, ich habe es jetzt auch nicht komplett erklärt, ist auch irrelevant. Nein, egal. Wir haben geklärt, worauf ich jetzt ungefähr, wovon ich jetzt ungefähr ausgehe mit den Homunkuli. Weiß nicht, kommt mir auf jeden Fall das Logischste vor. Würde ich dann halt auch erklären, warum der Bereich hier abgegrenzt ist von der restlichen Welt. Weil halt die Homunkuli hier erforscht werden, ne? Und deswegen leben die hier abgeschottet von der restlichen Welt. Und es gibt halt hier diesen Regen, der auch noch bestimmt irgendwie relevant dafür ist. Weiß ich nicht. Ja, und wir haben anscheinend jetzt eine neue Unterkunft. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht so ganz. Ich kann es auch nicht so ganz einschätzen, wer diese nackte Person ist. Mit der Maske. Die verunsichert mich ein bisschen. Und deswegen bin ich umso gespannter auf die nächste Folge, auf das nächste Kapitel. Und ich hoffe, euch geht's ähnlich. Denn jetzt kommt sowieso wieder der gute Part. Denn, ja, ich meckere ja sowieso immer nur bei dem Mystery Labyrinth. Sonst meckere ich ja eigentlich ja nicht so viel, ne? So ein bisschen, vielleicht manchmal, ja, aber ich sage ja auch viel Positives, ne? Wenn es nicht gerade Mystery Labyrinth ist. Außerdem haben wir Desuhiko jetzt nicht mehr als Partner im nächsten Kapitel. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal Fubuki. Oder Vivi. Ich meine, das sind beides gute. Alles ist besser als Desuhiko, ne? Aber Gott, ich bin so oder so freue ich mich. Ich freue mich auf das nächste Kapitel wieder. Das heißt, die nächste Folge wird wahrscheinlich auch nicht so lange auf sich warten lassen. Diesmal. Denn ich werde nicht jedes Mal damit hadern, ob ich überhaupt spielen will. Ob ich mir das wirklich antun will, dieses Mystery Labyrinth. Ja. Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem halbwegs gefallen, auch wenn ich viel gemeckert habe. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was geschnitten wieder. Vielleicht sogar ein bisschen mehr diesmal, weil, holy shit, ne? Holy shit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen, ne? Bis dahin. Ciao.